43% aller Migranten in Deutschland landen in nur 10 Berufen. Warum eigentlich? Ich bin Erdin, Arzt in einer Uniklinik und ich will das Leben besser verstehen. Deswegen starte ich diesen Podcast. Ich will mit Menschen reden, die wirklich was zu erzählen haben. Und für meine erste Folge durfte ich Professor Dr. Hacı Halil Uslucan treffen. Psychologe, Professor an der Universität Duisburg-Essen, leitet das Zentrum für Türkei-Studien. Er berät die Bundesregierung, wenn es um Migration geht und schlägt dem Nobelpreiskomitee Kandidaten für den Literaturnobelpreis vor. Wir reden darüber, warum hochbegabte Kinder auf der Hauptschule landen, was mit einer Gesellschaft passiert, in der sich immer mehr Menschen einsam fühlen und warum mich dieses Gespräch 2 Stunden lang nicht losgelassen hat. Ein kleiner Disclaimer, ich bin ganz neu im Podcast-Game, also verzeiht mir bitte die ein oder andere Denkpause. Abonniert bitte den Kanal, teilt die Folge und jetzt viel Spaß. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wirklich vielen Dank. Wie war dein Tag heute? War angenehm, ja. Ich habe damit begonnen, erstmal der Routine folgend 2 Stunden zu Hause zu arbeiten, von 8 bis 10. In aller Ruhe und dann ab 10:30, 11 im Büro. Hatte ein Zoom-Meeting mit dem Spendenwerk und Mitarbeitergespräche und Prüfungsergebnisse durchgegeben, ein bisschen was gelesen, Mails beantwortet. So, der Tag war sehr konzentriert, also von 10 bis 16 Uhr relativ dicht. Also gibt es so morgens Tätigkeiten oder Aufgaben, die du nur am Morgen machen kannst, die sonst am Ende des Tages nicht möglich sind? Ja, das sind meine persönliche Routine, Lektüre. So, bevor der Tag mit richtig Arbeit beginnt, habe ich von 8 bis 10 meistens so Lektüre, zum Teil fachgebunden, zum Teil aber auch völlig, also schöngeistige Literatur, andere Themen, die ich gerne lese, worin ich mich ein bisschen kundig machen will, die aber jetzt mit der unmittelbaren Arbeit nicht immer was zu tun haben. Gibt dir das was Besonderes? Absolut, absolut. Das ist sozusagen der Luxus, den ich mir bei der jetzigen Arbeit seit 15, 16 Jahren sage, das ist das, was intrinsisch motiviert, als, ich sag mal, Chef, Direktor, Leitungsfunktion, Professor mit eher Forschungsschwerpunkten, diese wissenschaftliche Freiheit habe, auch über Themen mal zu arbeiten, die jetzt nicht in unmittelbarem Arbeitsfeld sind, sondern Themen, die geistesgeschichtlich interessant sind, die für mich interessant sind, die hin und wieder auch natürlich eingesetzt werden können, aber Surplus sind zu dem, was ich sonst mache. Okay, ja. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was so eigentlich deine Aufgaben sind? Also was ist so dein Beruf? Was machst du gerade? Also ich bin Professor an der Uni Duisburg-Essen. Das ist sozusagen auch mein Arbeitgeber. Ich werde auch von der Uni bezahlt. W3-Professur, das ist eine sehr gute, die höchste. Mit allerdings Lehrdeputatsermäßigung. Das heißt, der gewöhnliche Prof müsste 9 Stunden in der Woche lehren. Ich bin um 7 Stunden ermäßigt. Ich habe nur 2 Stunden in der Woche. Das heißt eine Vorlesung. Die hatte ich gestern. Der größte Teil meiner Arbeit besteht in der Leitung, in der wissenschaftlichen Leitung des Zentrums für Türkei-Studien. Das heißt, es ist ein Modell, deshalb war es auch eine Doppelberufung. Ich bin damals sowohl von Laschet, das heißt sozusagen vom NRW-Ministerium, als auch von der Uni zugleich berufen worden. Das Zentrum zahlt einen Ausgleich für die entfallene Lehre, weil ich werde ja voll bezahlt, aber habe nicht die volle 9-Stunden-Lehre, sondern nur 2 Stunden. So dass also eine Doppelfunktion da ist, auf der einen Seite in der Turkistik zu lehren, auf der anderen Seite die verschiedenen Projekte, die wir im Zentrum für Türkei-Studien durchführen, wissenschaftlich zu begleiten, koordinieren, überwachen, aber auch Forschungsanträge schreiben, Gelder akquirieren. Wir haben sehr viel Kooperation auch mit türkischen Wissenschaftlern, mit der Türkei, mit Universitäten hier, sodass zum Teil die Arbeit in Forschungsorganisationen, aber auch eigene Forschung bzw. eigene Publikation, aber auch Öffentlichkeitsarbeit. Also ich werde jetzt beispielsweise morgen nach meinem Vortrag an der Uni Klinik in Essen ein Interview für die Süddeutsche Zeitung haben,
wo es unter anderem über die Rolle des Döners geht. Also inwieweit beispielsweise, welche Rolle spielt der für die Türkeistämmigen als sowohl ausgrenzendes Merkmal, also beispielsweise Dönermorde, ne, womit man versucht hat, die NSU-Morde ein Stück weit als typisch migrantisch darzustellen, aber auch andererseits sozusagen quasi der Döner, der sich in die deutsche Küche so sehr jetzt auch essentieller Teil dessen geworden ist, nicht nur ein großer Wirtschaftsfaktor, sondern auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung. Also soweit ich weiß, wird der mehr verkauft als die Currywurst. Das heißt also auch dort, was hat Migration auch kulinarisch gebracht und welche Rolle spielt da vor allem für die Türkeistämmigen selbst? Dazu werde ich morgen um 10.30 Uhr noch ein Interview für die Süddeutsche geben. Ja. Ein Redakteur, der dazu arbeitet, wollte Hintergrundinformationen. Ich habe um 12 Uhr eine Zoom-Konferenz mit Kollegen aus Antalya, wo wir ein Projekt zur Mehrsprachigkeit durchführen. Sichtbare, also visuelle Mehrsprachigkeit. Eine Forschung, die wir in Deutschland durchgeführt haben, die wir jetzt aber auch ausgeweitet haben in Kooperation mit Kolleginnen aus Antalya. Und da werde ich als beratend sozusagen jetzt 2 Stunden diese Art der Wissenschaftszusammenarbeit per Zoom morgen durchführen. Das ist so ein bisschen, der Tag ist sozusagen eigene Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit Kolleginnen, vor allem auch transnationale Kooperation. Ja, zum Thema Döner habe ich auch noch eine Anekdote. Ich hatte die Abschlussrede des Medizinstudiums. Da gibt's ja diese Zeugnisveranstaltung, die Examensfeier. Und da hatte ich mich bereit erklärt, so einen Vortrag zu halten. Und den hatte ich auch mit dem Wort Döner begonnen, weil ich während des M1, also während des Physikums, natürlich wenig Zeit hatte, um selbst zu kochen. Von Döner gelebt. Genau. Ich habe von Döner gelebt. Zwischenzeitlich auch etwas Pizza, aber hauptsächlich Döner. Döner in seinen unterschiedlichsten Formen, sei es auf dem Teller oder im Fladenbrot. Und da war die Anekdote eben Döner. Und dann bin ich so ein bisschen in die Geschichte des Döners eingegangen und welche Bedeutung es für mich hatte. Und da hatte ich irgendwie so den Bogen zu meinen Eltern, zu meinen Ureltern, zu meinen Großeltern geschlagen, weil sie der Grund dafür sind, also insbesondere mein Opa, nach Deutschland zu kommen und dass ich mich dann plötzlich in Deutschland wiederfinde, hier geboren bin und dann das Studium hier abschließe. Ja, also aber jetzt nochmal zu dem Institut. Brauchen wir das Institut oder kann man sich das eigentlich auch schenken? Naja, ich meine, wir haben seit meiner Leitung 2010 haben wir auch den Namen ein bisschen erweitert. Es hieß ja vorher Zentrum für Türkeistudien. Das heißt seitdem Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung. Lange Zeit war natürlich der Bedarf an Wissen über Türkei, über Türkeistämmige ja groß. Und Türkeistämmige waren lange Zeit auch die, größte Migrantengruppe. Sind sie heute so ja nicht mehr. Wir haben ja heute auch eine Vervielfältigung. Wir haben, auch wenn sie auf der nationalen Ebene die Türkeistämmigen nach wie vor die größte Gruppe sind, aber zum Beispiel die Zahl der Aussiedler aus den unterschiedlichen ehemaligen Staaten der Sowjetunion ist sehr, sehr groß, ist gewachsen seit den 90er Jahren. Wir haben auch mit der Fluchtzuwanderung aus Syrien eine große Zahl von Menschen sozusagen auch muslimischen Glaubens, aber nicht aus der Türkei. Also lange Zeit war auch sozusagen Türke gleich Muslim. Auch der türkische Islam war ja sehr dominant. Auch der verliert ein Stück weit sozusagen, der türkische Islam als solcher verliert ein Stück weit seinen Rang. Eine Zeit lang waren 2/3 der Muslime aus der Türkei. Jetzt sind es, glaube ich, etwas mehr als 50%, weil aus Bosnien, Nordafrika, aus Syrien, Iran, Afghanistan. Also es gibt Veränderungen und wir haben auch in unseren eigenen Forschungen, auch wenn wir die Türkeistämmigen im Fokus haben, machen wir ja Projekte mit, beispielsweise ein Mehrsprachigkeitsprojekt mit ukrainischen Familien, mit syrischen Familien. Wir haben 2020 eine größere Studie über geflüchtete Syrer gemacht. Also die Idee ist Integrationsforschung, Forschung zur gesellschaftlichen Teilhabe, die eine Zeit lang Türkei und Türken fokussiert war. Jetzt ist erweitert. Die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe ist natürlich nach wie vor relevant. Wir bräuchten es nicht, wenn wir
eine Art von statistisch gleicher Teilhabechancen in allen Bereichen hätten. Das haben wir nicht. Und Integrationsforschung geht genau dieser Frage nach, was sind die Gründe für die ungleiche Teilhabe? Und wie kann diese Art der Ungleichheit reduziert werden? Das ist natürlich eine Aufgabe an die Politik, an politisch Verantwortliche, an die Verwaltung, an die umsetzen. Unsere Aufgabe ist sowohl in erster Linie natürlich empirisch zu forschen, aber aus der empirischen Forschung auch Ableitungen zu treffen, wie Politik Wirklichkeit gestalten kann, besser gestalten kann. Und mit besser ist gemeint, normativ natürlich, dass Bedürfnisse aller Menschen gleichermaßen, also am Ideal der Gerechtigkeit orientiert, dass Bedürfnisse aller Menschen gleichermaßen befriedigt werden können. Und gab es da vielleicht bereits Punkte, die ihr mittels der Forschung in eurem Institut in der realen Welt dann auch wirklich umsetzen konntet? Gibt's da? Also beispielsweise werden wir ja gefragt, also Teilhabegesetz zum Beispiel 2012, wir sind auch gefragt worden, Kommentare zu machen, Anregungen zu machen. Wir haben über das NRW-Teilhabegesetz ist beispielsweise der islamische Religionsunterricht eingeführt worden. Wir haben den von 2014 bis 2017 evaluiert. Ich habe damals mit meinem Mitarbeiter zusammen über 3 Jahre verschiedene Schulen, haben wir sozusagen Eltern, Lehrer und Schülerbefragungen durchgeführt, um zu schauen, wie solche Maßnahme, die den Sinn hatte, die Teilhabechancen von Muslimen, also ihnen sozusagen die gleichen Chancen zu geben, wie beispielsweise katholischen, protestantischen Schülern und Schülerinnen, wie so eine Maßnahme wirkt. Das heißt sozusagen, wir haben auch geguckt, die Politik hat versucht, hat eine sinnvolle Maßnahme auch eingeleitet, aber wirkt sie auch. Und wir haben da beispielsweise 3 Jahre lang Forschung dazu gemacht und die Ergebnisse waren im Großen und Ganzen sehr, sehr erfreulich, dass der islamische Religionsunterricht bekenntnisorientiert eine hohe Zustimmung hatte, hohe Akzeptanz hatte, dass er auch Integration gefördert hat, auch wenngleich nicht natürlich Integration das zentrale Aspekt ist, sondern der Religionsunterricht hat ja natürlich das Ziel gehabt, ein Stück weit religiöse Mündigkeit zu fördern. Also so, dass wir sozusagen quasi Maßnahmen, die wir der Politik vorschlagen, die manchmal auch die Politik umsetzt, auch versuchen wissenschaftlich zu begleiten, zu evaluieren, Ableitungen zu treffen, zu schauen, was läuft vielleicht nicht so gut, was sind Bedarfe, die vorher nicht gesehen wurden. Ein Aspekt damals war, dass die Lehrkräfte, gleichwohl sie mit vielem zufrieden waren, wo sie eine starke Unzufriedenheit hatten, war, dass es nicht genug Lehrmaterialien gab. Dass sozusagen die Lehrkräfte des islamischen Religionsunterrichts gehalten waren, immer wieder für jedes Thema selber Lehrmaterialien zu entwickeln. Im Gegensatz beispielsweise zu Lehrkräften des evangelischen oder katholischen Religionsunterrichts, die natürlich auf einen Fundus, auf eine jahrhundertealte Tradition zurückgreifen können, wie sie ein bestimmtes Thema Schülern beibringen. Das konnten und können so muslimische Lehrkräfte nicht. Und die Idee zu sagen, naja gut, dann gucken wir mal, wie es in islamischen Ländern gemacht wird, die ist natürlich, also auf die Idee kommt man als allererstes, die ist aber nicht zielführend, weil natürlich der Islam in der Türkei oder in Saudi-Arabien oder in Tunesien ein ganz anderer ist als der Islam hier von Türkeistämmigen, von Bosnien, von sozusagen Muslimen hier, weil natürlich der Islam hier in einer zunächst sowohl areligiösen, auch andersreligiösen Umgebung gelebt wird. Als wenn sie sozusagen quasi der Hintergrund rauschen, alle anderen sind Muslime und die Grundeinstellung ist Islam, haben sie ein anderes Selbstverständnis als religiöser Mensch, als wenn sie eine Minderheit sind. So dass also Lehrmaterialien nicht direkt aus dem Herkunftsland der Muslime gebraucht werden können. Und das ist etwas, was die Forschung gezeigt hat, dass da ein starker Bedarf gibt zur Entwicklung von Lehrmaterialien. Das ist dann wiederum eine Aufgabe für die islamische Theologie, Religionspädagogik. Gibt es da, mich würde interessieren, ob es da Unterschiede gibt, wie Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern lernen? Also lernt beispielsweise jetzt jemand, der aus dem Sudan kommt, anders als jemand, der ursprünglich aus Georgien kommt. Gibt es da Unterschiede? Naja, ich meine, man kann ja gucken, also es gibt sozusagen, die didaktischen Modelle sind ja sehr unterschiedlich und auch die Geschichte zeigt ja, dass lange Zeit, und ich bin selber auch noch in der Türkei zur Grundschule gegangen, sehr stark stoffzentriert, lehrerzentriert war. Die moderne Pädagogik sagt mehr vom Kinder aus, kindliche Bedürfnisse im Auge haben.
Das war zum Beispiel ein Punkt, genau diese Frage, wo wir die Eltern gefragt haben, wie zufrieden sind sie mit dem Unterricht? Und sagen, ja, im Großen und Ganzen schon, aber die spielen da viel, die singen da, die malen da. Das heißt, das sind Eltern gewesen, die zum Teil noch in der Türkei sozialisiert, die, wenn sie an Unterricht denken, der Unterricht muss vom Lehrer ausgehen, stoffzentriert sein, er muss sozusagen viel mit auch auswendig lernen. Dass aber die moderne Pädagogik zeigt, dass wenn Kinder spielen, das Spiel nicht nur ein Spiel ist, sondern auch Form des Lernens ist. Das sozusagen andere Form der Motivation auch braucht. Also da mussten wir Übersetzungsleistungen vollbringen, zu sagen, wenn Ihr Kind spielt, dann spielt es nicht nur, dann lernt es dabei. Also an solchen Aspekten merkt man, dass sozusagen unterschiedliche Verständnisse von Lernen da sind, die Akzeptanz schmälern oder auch steigern können. Und gibt es da bestimmte Punkte, die Eltern vielleicht, ich meine, du bist ja auch Gutachter, hast auch Gutachtertätigkeit. Gibt es da Punkte, die Eltern vielleicht nicht verstehen oder Schwierigkeiten haben zu verstehen, wenn es darum geht, die Bildung ihrer Kinder irgendwie zu ermöglichen? Also fällt es beispielsweise häufiger auf, dass Eltern, wie du jetzt gerade gesagt hast, den Unterricht falsch verstehen und vielleicht, wenn ich jetzt beispielsweise mich sehr für die Gitarre interessieren würde und die Eltern aber möchten, dass ich einen anständigen Beruf mache. Also kommt da sowas vor? Also das haben wir in einer anderen Studie festgestellt, wo es sozusagen, oder in einer Publikation, an der ich seit längerem schon immer arbeite, über Begabungen und verkannte Begabungen. Es gibt verschiedene Formen, warum Begabungen gerade von Zuwanderern verkannt werden, aber das, worauf du hinaus zielst, ist auch eine, warum manchmal Eltern Begabungen verkennen. Sie haben häufig Vorstellungen, sozusagen das Kind sollte etwas lernen, was den sozialen Aufstieg garantiert. Und die Idee ist ja erstmal gar nicht so falsch, weil sie aus sozialen Konstellationen kommt, wo man sich nicht leisten kann, Zeit zu vergeuden. Das heißt, man muss Knappheit managen. Ja, Eltern, jetzt meine Elterngeneration, wenn man sagt, Mama, ich will Kunstgeschichte studieren oder Gitarre, Künstler werden, mach was Ordentliches, werd Arzt, so wie du, Anwalt, Ingenieur. Das sind oft Berufe, die sozialen Aufstieg garantieren, in vielen Herkunftsländern. Da kann man nichts falsch machen. Vielleicht hast du große Potenziale, du könntest sozusagen aus einem großer Künstler werden, großer Schriftsteller werden. Aber die Möglichkeit des Scheiterns ist dort viel größer. Und es können sich, ich sage mal, Eltern aus sozial niedriger gestellten Schichten einfach nicht leisten. Das könnte man sich leisten, wenn man Großgrundbesitzer sagt, mach, was du willst, verwirkliche dich. Deine soziale Platzierung ist garantiert. Du wirst so oder so in einer oberen sozialen Schicht platziert werden. Das ist etwas, was gilt natürlich sowohl für viele Migranten als auch für Deutsche aus unteren Schichten und auch unteren Mittelschichten. Die können sich diese Art sozusagen der freien Zeiteinteilung nicht leisten. Es ist nicht Luxusmanagement, es ist Knappheitsmanagement. Und es muss halt so gemanagt sein, dass die Zeit, die du investierst, auch sinnvoll ist und sozialen Aufstieg garantiert. Und deshalb versuchen manchmal Eltern, ihre Kinder eher in Berufe wie Ingenieur, wie Arzt, wie Anwalt. Also aus mir sollte auch ein Ingenieur werden. Mein Bruder ist Anwalt geworden. Medizin kam nicht in Frage, ich kann kein Blut sehen. Ich habe zeitig bin ich wieder abgebogen. Ich habe ja Abitur auf einer Feinwerktechnikschule gemacht, also mit Schwerpunkt Technik und Mathematik. Aber der Hintergrund war, damit kann man nichts falsch machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, um auf deine Frage zu kommen, nochmal zurückzukommen. Was man Eltern heute eher raten sollte, ist, schaut, wo die Begabungen eurer Kinder sind. Und fördert die Begabungen, erkennt sie früh, fördert die Begabungen. Zumal die Idee der Rückkehr, der sozusagen in der ersten Generation, zum Teil auch in der zweiten Generation noch dominant war, heute ja in der dritten, vierten Generation ja nicht mehr dominant ist. Ja, also man muss nicht sozusagen Herkunftsland orientiert schauen, welche Berufe und welche Qualifikationen relevant sind, sondern auf Deutschland, auf die Zukunft hin. Und da diese
Fähigkeiten, Kompetenzen fördern, auch Freiraum zu geben. Vieles, wir haben geguckt bei der Berufswahl, es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, über 360 Berufsfelder, 368 oder so. 43% der Migranten sind in 10 Berufen vertreten. Das sind so die klassischen, so Kaufmann, Mechaniker, Schlosser und so. Ja. Warum? Eltern kennen diese Berufe. Vielleicht ist ihr Kind aber für etwas sozusagen im höchsten Maße begabt und dafür gibt es auch ein Berufsfeld, was Eltern aber nicht kennen. Es gibt nicht nur für Migranteneltern, aber so generell, dass da sozusagen so eine Konstellation ist in Berufen, die man kennt, aber du hättest vielleicht für etwas anderes eine viel größere Begabung. Und deshalb ist da, ich glaube, auf beiden Seiten sowohl die Kenntnis bei Zuwandererfamilien über unterschiedliche Tätigkeiten muss bekannt sein. Umgekehrt gilt es auch natürlich für Berufsbildungen, für Ausbildungszentren und so weiter, dass sie natürlich auf Zuwanderer anders zugehen, viel sensibler zugehen, auch deren Bildungsvoraussetzungen berücksichtigend zugehen, die Hindernisse erkennen, die unter anderem auch in Diskriminierungen, in direkten Diskriminierungen, institutionellen Diskriminierungen und so weiter liegen können. Also das heißt, da muss von beiden Seiten ein besseres Passungsverhältnis erfolgen, damit sehr viele Potenziale, die da sind, auch verwirklicht werden können. Und wenn dann Kinder zusammen in einer Schule lernen sollen oder möchten, dann müssen sie sich auch gegenseitig verstehen. Ne? Das ist beim Thema Sprache, also Sprache, unterschiedliche Sprachen. Also ich bin mit dem Türkisch aufgewachsen und meine Eltern hatten damals großen Wert darauf gelegt, dass ich erst dann eingeschult werde, wenn ich die türkische Sprache soweit, wenn ich sie soweit sprechen kann, mich im Türkischen auseinandersetzen kann mit meinen Geschwistern. Deswegen bin ich erst im Alter von 7 eingeschult worden, also ein Jahr später, als so eigentlich sonst üblich war. In der Schule hatte ich dann das Deutsch gelernt. Ich glaube, da haben viele immer noch Schwierigkeiten mit, oder? Also wie kann ich Multilingualität, Bilingualität meinen Kindern mitgeben, ohne dass sie irgendwie eine dieser Sprachen vielleicht zu schlecht beherrschen? Gibt's da Studien? Also für mich wäre eine ganz konkrete Frage: Ist es besser, zum Beispiel mit 2 Sprachen gleichzeitig aufzuwachsen oder eine Sprache zu beherrschen und wenn diese dann fertig gelernt wurde, zur nächsten überzugehen? Also ich glaube, deine Eltern haben alles richtig gemacht. Die Idee, was pädagogisch falsch ist, dass manchmal früher Lehrkräfte und Pädagogen gesagt haben, gerade Zuwanderereltern, auch türkischen Eltern, sprecht zu Hause Deutsch mit euren Kindern. Nein. Gerade im frühen Alter sprich die Sprache, die du am besten kannst. Das ist meistens L1, also heute spricht man statt von Muttersprache L1, also erste Language 1. Denn sowohl das Sprachrepertoire ist deutlich größer, die Sprache, das heißt, du kannst dich viel differenzierter ausdrücken, aber auch die Emotionalität. Ich meine, wenn du mit deinem Kind in einer Sprache sprichst, die du selber nicht so gut beherrschst, und die du vielleicht fehlerhaft sprichst, dann hat die Schule sozusagen es deutlich schwieriger, zunächst erst den Fehler auszutreiben und dann das Neue beizubringen. Insofern ist heute eher der Ratschlag an Eltern mit internationaler Familiengeschichte: Sprich die Sprache, die du am besten kannst. Generell ist Bilingualität von Vorteil, kognitiv. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Bilinguale auch höhere metalinguale Fähigkeiten haben. Auch höhere metakognitive Fähigkeiten. Was heißt das? Genau, ich will es gleich erklären. Okay. Was heißt das sozusagen? Metakognitiv heißt über das eigene Denken nachdenken und metalingual heißt über die eigene Sprachverwendung nochmal nachdenken. Also wenn ich weiß, ich habe hier diesen Gegenstand vor mir. Auf Deutsch nenne ich das Tasse, auf Türkisch Bardak. Das heißt, dieser Gegenstand hat ja nichts Tassiges an sich, dass man es nur Tasse nennen kann. Wenn ich sehr frisch und bilingual aufwachse, dann weiß ich in dem einen System, das Verhältnis zwischen Zeichen und Gegenstand, also zwischen Referent und Welt sozusagen, ist arbiträr, ist willkürlich. Man kann das Bardak nennen,
man kann es Tasse nennen und es ist immer noch derselbe Gegenstand. Das heißt, die Arbitrarität, sozusagen die Willkürlichkeit des Verhältnisses von Sprache und Welt wird einem bilingual erzogenen Kind eher bewusst, als wenn ich immer schon nur Tasse genannt habe. Oder nur Bardak, wenn ich jetzt nur Türkisch aufwachse. Und so etwas fördert sozusagen das Nachdenken über die eigene Sprachverwendung, was ein Indikator auch, was sozusagen auch ein Movens ist für intellektuelle Entwicklungen. Im Großen und Ganzen zeigt die Forschung zur Mehrsprachigkeit, dass auch Bilinguale eine dritte Sprache leichter lernen. Das heißt, der Schritt von 2 auf 3 ist leichter als der Schritt von 1 auf 2. Also wenn du sehr früh schon 2 Sprachen, dann lernst du auch eine dritte Sprache. Mediziner, gerade sozusagen in dem Bereich Alzheimer forschen, zeigen, dass Mehrsprachige auch später von Alzheimer betroffen sind. Dass es sozusagen auch eine Investition für später gut ist, weil Krankheiten, degenerative Erkrankungen wie Alzheimer an dem zuletzt Erworbenen angreifen. Sozusagen, und wenn du mehrere Sprachen kannst, dann wird die zuletzt erworben. Das heißt sozusagen, die Sprachen, die du auch noch kannst, werden später angegriffen. Das heißt, es ist auch ein Vorteil ein Stück weit fürs Alter. Wo gibt es Nachteile? Es gibt auch in der Forschung einige Nachteile, dass beispielsweise Sprachfluss bei Mehrsprachigen manchmal langsamer ist. Ja, sie müssen sozusagen quasi aus unterschiedlichen Lexika sich bedienen. Da sind sie manchmal langsamer. Bei Testsituationen, die nur in einer Sprache sind, haben sie manchmal schlechtere Ergebnisse. Warum? Dein Lexikon, wenn du 2 Sprachen beherrschst, ja, jetzt fiktives Beispiel, angenommen, du hast 4000 Begriffe. 2000 auf Türkisch abgelegt, 2000 auf Deutsch abgelegt. Ein deutsches Kind, was über 3000 Begriffe verfügt und es im Deutschen getestet wird, schneidet besser ab als du. Obwohl du kognitiv einen größeren Wortschatz hast. Aber dein Wortschatz im Deutschen sind nur 2000. Das heißt, also das ist auch ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen müsste, auch in Testsituationen bei bilingualen, multilingualen Kindern, dass deren intellektuelle Potenziale häufig viel größer sind, aber die Testsituation einfach diese Vielfalt nicht abdeckt. Und das ist etwas, was wir sozusagen, was ich auch in Publikationen immer wieder als diagnostische Verzerrung versuche zu zeigen, dass wir aus dem Beherrschen des Deutschen, aus der Deutschkompetenz nicht allgemeine Sprachfähigkeiten und auch nicht allgemeine Intelligenz ableiten können. Möglicherweise hat das Kind auch noch ganz andere Fähigkeiten, ganz anderes Wissen, ganz anderes Alltagswissen, ganz anderes historisches Wissen, abgefragt wird, aber ja nur in einem anderen System. Ja, also wird wahrscheinlich auch viel Talent verkannt und viel Talent bleibt dann wahrscheinlich auf der Strecke liegen. Ne? Ein Aspekt ist natürlich die Diagnostik. Ein zentraler Aspekt, warum Talente verkannt werden, dass die psychologische Testung häufig sprachlastig ist und deutsch. Das heißt sozusagen, manchmal wird die Instruktion nicht verstanden. Eigentlich können sie die mathematische Aufgabe lösen, aber sie verstehen die Instruktion nicht. Oder es kommen Begrifflichkeiten vor, die sie, wie ist ein Giebel, also ein Fachwerkhaus. Ich weiß nicht, ob in türkischen Haushalten, die seltener in Giebel sozusagen in Fachwerkhäusern wohnen, solche Begrifflichkeiten vorkommen. Das heißt sozusagen, die Instruktion wird nicht verstanden, die sprachliche Begrifflichkeiten sind nicht geläufig. In Allgemeinwissen werden manchmal Fragen gestellt, wo man sagt, ja, das ist etwas, was man mit der Muttermilch schon kennt. Bestimmte Kinderlieder, Weihnachtslieder. Aber ich bin damit nicht aufgewachsen, beispielsweise. Vielleicht du auch nicht. Vielleicht kennen wir andere Lieder. Vielleicht kennen wir andere Sprichwörter. Vielleicht kennen wir andere Idiomatiken. Das heißt sozusagen Common Sense Knowledge, was unterstellt wird als etwas, das kennt man doch. Das kennt man nicht unbedingt. Mein Klassiker ist für diese Fragen, ich habe selber lange Fußball gespielt in Berlin bei der BFA. Und ich war der einzig Promovierte in der Mannschaft. Und die haben mir gesagt, Hatschi, du bist so schlau und so. Willst du nicht mal bei Jauch auftreten und kannst ein bisschen Geld für die Mannschaftskasse einspielen? Ich habe gesagt, Leute, ich würde vielleicht bei 100 Euro Fragen scheitern oder bei den 50 Euro Fragen. Das sind ja Fragen wie, ich meine, jetzt weiß ich es natürlich. Aber sagt man alter Däne, alter Norweger, alter Finne oder alter Schwede? Was sagt man? Alter Schwede. Genau. Genau. Als deutsch sozialisiert kennt man es. Wenn ein Kind türkisch sozialisiert ist,
hast du schon mal gehört, Yaşlı Norveç, Yaşlı Finlandiyalı, Yaşlı İsveçli, Yaşlı Danimarkalı? Also, das ist eine Wendung, die man kennt, wenn man deutsch sozialisiert ist. Bestimmte Figuren aus Grimms Märchen und so weiter. Das kennt man, wenn man deutsch sozialisiert ist. Das ist also der Hintergrund. Und das sind so Aspekte, wo man sagt, ich bin völlig amusikalisch, was deutsche Musik betrifft. Ich bin damit nicht sozialisiert worden. Bestimmte Bands, die alle kennen, jetzt in meiner Generation. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit deutschen Freunden unterwegs bin. Ich bin da völlig Analphabet. Ich bin damit nicht sozialisiert worden. Ja. Man hat bei uns keine deutsche Musik gehört. Also das meine ich sozusagen, wenn Testsituationen Alltagswissen abfragen, wenn sie lebensweltliches Wissen, wo die Lebenswelt von Migranten nicht dieselbe ist, dann schneiden oft Migranten schlechter ab. Das andere Wissen, was sie haben, wird ja gar nicht abgefragt. Ja, das kann man auch für Musik beispielsweise. Ich habe das nur für die Sprache. Ja. Ich sehe, du spielst Gitarre. Das ist hier in Deutschland anerkanntes Musikinstrument. Langsam kommt es ja mit Saz auch, aber ich habe einen studentische Hilfskraft gehabt, der sehr, sehr gut Saz gespielt hat. Der ist in Hochzeitsgesellschaften so aufgetreten, in türkischen. Aber wenn der vielleicht Geige gespielt hätte, wäre der Philharmonie aufgetreten. Ja. Das heißt sozusagen, hat die Gesellschaft dafür auch ein Sensorium, um zu sagen, das kann ich wertschätzen. Ist es nun Klimpern oder ist es besonders virtuos? Das ist jetzt kein Vorwurf sozusagen an die Mehrheitsgesellschaft, aber wenn man über etwas nicht Bescheid weiß, über die Anforderungen, dann kann man auch dessen Güte in der Performance nicht einschätzen. So dass aus diesem Jungen vielleicht ein großer Musiker hätte werden können. So spielt eine Hochzeitsgesellschaft. Wäre es ein anderes Musikinstrument, Piano, Geige, könnte der vielleicht ganz groß aufsteigen. Das wird ja Frustration verursachen, oder? Massive Frustration. Die Leute sehen sich nicht gefühlt, hohe gehört. Potenziale, aber dieses Potenzial wird von der Gesellschaft so nicht gesehen. Man könnte das natürlich auch mit Tänzen. In der islamischen Tradition ist diese Hafus-Tradition. Leute, die den Koran auswendig kennen. Hier können sie keinen Blumentopf damit gewinnen, aber sozusagen in vielen anderen Ländern würden sie geehrt werden. Ein heiliges Buch fehlerfrei aufsagen zu können, ist eine enorme Gedächtnisleistung. Ja, gut, wir leben heute in einer Zeit, wo das Gedächtnis nicht mehr relevant ist, weil wir sozusagen immer externes Gedächtnis haben für alles. Aber als kognitive sozusagen Ressource ist es ja enorm, ein ganzes Buch auswendig zu können. Eigentlich eine unglaubliche absolut Fähigkeit. Unglaubliche Leistung. Ein ganzes Buch. Das ist heute relevant, weil man sagt, gut, weil man sehr stark sozusagen nutzenorientiert denkt und an sakralem Nutzen sozusagen nicht denkt. Aber das sind Menschen, die in Herkunftsgesellschaften sehr, sehr hohe Positionen, sehr hohe Wertschätzung erfahren würden. Als du gerade das Thema der Musik genannt hast, und beschrieben hast, dass du mit bestimmten Liedern nicht aufgewachsen bist. Ich hatte das gleiche Gefühl, als ich, wann war das, 2017, 2018, während so eines Medizinstudentenkongresses, die Medizinstudenten sind ein bisschen organisierter und möchten schon während des Medizinstudiums irgendwie Präsidenten sein und von irgendwelchen Gesellschaften und so weiter. Und da waren wir in Rostock und nach der Tagung haben sich alle einmal durch die Stadt und dann schließlich in einem Club wiedergefunden. Und in diesem Club gab es viele Songs, die ich nicht kannte, aber scheinbar absolute Klassiker waren. Genau, und alle anderen kannten es. Ja, und ich so, 99 Luftballons, gut, den Song habe ich auch schon mal gehört, aber noch viel mehr solcher Lieder. Und da kam ich mir so ein bisschen entfremdet vor und dachte mir, warum, also es wäre doch toll, jetzt mit den Freunden diese Songs mitzusingen und da genauso viel Spaß zu haben. Aber wenn vielleicht Barish Mancho. Ja. Oder so, das heißt sozusagen Sezen Aksu und so weiter. Da würdest du natürlich viel stärker einen Aha-Effekt haben, das kenne ich, das habe ich gehört, das haben meine Eltern gehört. Und das ist bei uns zu Hause gehört worden, als Selda Bajan. So, das heißt, da ist plötzlich sozusagen eine Nähe da, wo man sofort mitschwingen kann. Aber wenn dieser Art der Musik nicht gehört wurde, dann merkt man, also an solchen Momenten merkt man ein Stück weit, in gewisser Hinsicht ist man sozusagen quasi kulturell fremd. Und dann, so dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist dann, also nur Musik, die Küche, zum Beispiel jetzt wieder der Döner. Genau, Feiertage. Also manchmal merke ich,
Oh, super. An dem Tag habe ich ja nichts vor. Mensch, mein Kalender ist leer. Und dann sagen mir meine Mitarbeiter, ja, ist auch ein Feiertag in Deutschland. Ach so. Und ich wundere mich, warum ich an dem Tag sozusagen... Ja. Also, das ist mir auch schon mal passiert. Ich war plötzlich auf der Arbeit. Genau, die für uns nicht so eine große Relevanz. Ja, genau. Und das Krankenhaus war leer und ich so, Mann, warum sind jetzt plötzlich ein anderer Dienst? Die Pflegestation ist zu. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Diese Multilingualität und dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich durfte dich jetzt gerade in Essen abholen. Zuvor war ich aber in Oberhausen und gestern noch in Duisburg. Gut, okay. Das sind alles Städte, wo wir uns im Ruhrgebiet befinden. Das sind alles Städte, die so nah beieinander sind, dass der Fluss der Menschen zwischen diesen Städten enorm ist. Damit auch die Kultur, die Sprachen. Wenn man vor 2-3 Wochen war ich mit meinem Freund in Duisburg in einem Restaurant. Wo wart ihr? Das war in Marxloh. Ah, okay. Ja, gut. Und es war... Du hast dich zu Hause gefühlt. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich konnte die Schilder lesen. Das ist bei vielen wahrscheinlich nicht so, oder? Dass sie die Schilder nicht lesen können. Macht das was mit einem? Ich stelle mir vor, höchstwahrscheinlich schon. Also die Leute müssen sich wahrscheinlich entfremdet vorkommen. Deutsch. Ja, genau, oder? Also wir haben ja dazu eine Forschung gemacht über visuelle Mehrsprachigkeit und gerade Duisburg-Marxloh, Weseler Straße habe ich, glaube ich, über 723 Zeichen analysiert. Entlang der Weseler Straße haben wir sozusagen Fotos gemacht. Was heißt das sozusagen für Zugewanderte? Für Zugewanderte heißt das, wenn sie sehen, das spricht mich an. Berber, Avukat, Doktor, Urfa Lokantas. Fühlen sich sofort zu Hause, ihre Sprache wird gesehen, sie fühlen sich angesprochen. Es ist ein Stück weit sozusagen auch Beheimatung, erleichtert Beheimatung. Für Deutsche kann es natürlich das Gefühl haben, oh je, ich fühle mich fremd, ich verstehe nichts. Und wir haben beispielsweise in unserer Studie Deutsche dann danach gefragt. Ach, wirklich? Genau. Ja, so. Wie ist das... wenn Sie so viele unterschiedliche Zeichen und Sprachen sehen, ja, man kommt sich sozusagen fremd in der eigenen Heimat vor uns. Dann haben wir aber die weitere Frage gestellt, wenn Sie im Ausland wären und Sie begegnen dort deutschen Zeichen, wie erging es Ihnen? Ach, das wäre eigentlich ganz gut. Ich könnte mich besser orientieren. Wenn Sie im Ausland sind und sehen Apotheke auf Deutsch, und dann kam sozusagen über den Perspektivwechsel, kam dann die Erkenntnis, jetzt verstehen wir, das ist auch gut für Migranten. Also sozusagen, sie aufgefordert, mal hineinzuversetzen, Sie sind im Ausland und begegnen dort deutscher Beschriftung. Hier geht es zum Bahnhof, dort ist eine Apotheke. Welches Gefühl würde bei Ihnen ausgelöst? Das wäre ganz gut, ich könnte mich besser orientieren. Und ich glaube, diese Art des Perspektivwechsels kann man dann ein Stück weit auch bei Einheimischen dieses Gefühl reduzieren, man ist irgendwie fremd im eigenen Land und jetzt haben die Zuwanderer so viel sozusagen quasi Mitsprache. Nein, sie können sich dadurch besser im Raum orientieren. Das ist etwas, was für beide Seiten gut ist. Und wenn sie Interesse haben, und die meisten der Zugewanderten hier sind auch sehr gesprächig, fragen sie einfach, was es bedeutet. Ja. Und schon haben sie Gesprächsmöglichkeiten. Das heißt, man hat sozusagen dadurch auch, man nennt es in der Forschung natürliche Mehrsprachigkeit. Das heißt sozusagen, du musst nicht nach Spanien reisen, um Spanisch zu lernen. Du musst nicht in die Türkei reisen, um Türkisch zu lernen, sondern du hast den Türken vor Ort. So, das heißt, du kannst mit ihm. Und deshalb natürliche Mehrsprachigkeit. Das heißt sozusagen, im ökologischen Kontext gibt es eine Mehrsprachigkeit und man muss nicht den Umweg machen, ins Ausland zu gehen, um diese Sprache zu lernen oder um in dieser Sprache zu kommunizieren. Dieses Beispiel, den hier geborenen, so ethnisch Deutschen kann man, glaube ich, sagen, das Beispiel zu geben, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie in der Türkei beispielsweise eine Apothekenschrift eben in der deutschen Sprache sehen würden, wie das sozusagen diese Spannung abbauen kann. Absolut. Das ist ja ein tolles Beispiel, absolut. Super einfach, da kann jeder folgen. Was würde ich mir wünschen, wenn ich im Ausland bin? Ja. Ich würde mir auch Hilfe wünschen, ich würde mir Orientierung wünschen. Wenn manchmal Lehrkräfte so türkische Eltern dissen, also wenn sie fremd in einem anderen Land wären, sie kennen das Schulsystem dort nicht, sie kennen die Sprache vielleicht auch nicht, sie wissen auch nicht sozusagen, was dort relevant ist. Was würden sie sich von der Lehrkraft wünschen?
Ja, dass sie mir mehr erklärt. Dass sie vielleicht Verständnis hat. Also sofort hat man einen anderen Blick, als zu sagen, die machen das nicht. Also sozusagen dieser erhobene Zeigefinger, der sie blamet, der sie sozusagen quasi mit Vorwürfen belegt. Verlegt man sich selbst in die Situation, sagt, in so einer Situation würde ich mir natürlich mehr Verständnis wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Leute mir mehr erklären, weil das Hintergrundrauschen, was für den anderen gewöhnlich ist, ist für den, der neu da ist oder noch nicht so lange da ist, erstmal nicht so evident. Jetzt gibt es in der Integrationsforschung bestimmt viele Techniken, Tipps und Vorgehensweisen, wie man diese Spannung abbauen kann. Also dieses Beispiel der Vorurteile oder ich meine, also dieses Beispiel, wo man einfach die Perspektive versucht zu wechseln. Gibt es weitere Beispiele, die sehr gut funktionieren, die man im Alltag irgendwie anwenden kann? Ich glaube, in der Vorurteilsforschung ist seit langem bekannt die sogenannte Kontakthypothese, die zunächst ganz salopp besagt, dass wir mehr Kontakte brauchen. Aber die ist natürlich in dieser einfachen Form nicht richtig. Kontakte allein reichen nicht aus. Es müssen spezifische Kontakte sein. Und es gibt sozusagen sogenannte Randbedingungen der Kontakte. Der Kontakt muss auf Augenhöhe erfolgen. Das heißt sozusagen, der deutsche Arzt und die türkische Putzfrau in der Klinik, wenn die Kontakt haben, sie werden nicht unbedingt ihre Vorurteile abbauen. Der muss auf Augenhöhe sein. Der Kontakt muss gleiche Ziele und ähnliche Interessen haben. Der Kontakt darf nicht ein einmaliger Kontakt sein, sondern er muss intensiv sein. Die einander begegnenden Gruppen dürfen auch bestimmte Stereotype sozusagen nicht einlösen. Wenn ich immer schon gedacht habe, Türken sind gefährlich und habe Kontakt mit einer Gang, dann wird ja mein Vorurteil erst recht bestärkt. Das heißt sozusagen, die begegnende Gruppe darf nicht Stereotypen entsprechen. Der Kontakt muss ein freiwilliger sein, der darf nicht oktroyiert sein, sozusagen fremdinitiiert sein. Also beispielsweise eine Lehrkraft, die sagt, Kinder, kommt, wir bauen unsere Vorurteile, ich sage mal jetzt salopp, gegenüber Juden oder gegenüber Muslimen ab, wir besuchen mal eine Moschee oder Synagoge, aber die Kinder haben überhaupt kein Interesse. Nein, es muss sozusagen selbstinitiiert sein. Und nicht zuletzt, gerade im pädagogischen Kontext, der Kontakt muss auch, ich sag mal, auch normativ abgestützt sein. Das heißt, wenn du als engagierte Lehrkraft voll dahinter bist, aber die Schulleitung ist nicht dahinter. Ja, die Satzung gibt es nicht her. Dann wird man gegen Mühlen, sozusagen gegen Windräder ankämpfen. Das heißt, auch vom normativen Kontext muss der Kontakt erwünscht sein. Unter diesen Bedingungen führt tatsächlich Kontakt zum Abbau von Vorurteilen. Aber allein zu sagen, lasst uns mal einander begegnen, wenn da große Statusdifferenzen da sind, dann wird man nicht durch diese Begegnung den Kontakt abbauen. Ja, ein türkischer Ingenieur und ein deutscher Ingenieur haben möglicherweise viel mehr gemeinsam als ein türkischer Professor und deutsche Hausfrau oder so, oder umgekehrt. Das heißt, es muss auch von der lebensweltlichen Konstellation eine gewisse Ähnlichkeit sein. Dann führen tatsächlich Kontakte auch dazu, dass man Vorurteile abbaut, wenn er intensiv ist, wenn er nicht einmalig ist, wenn man gleiche Interessen, gleiche Ziele hat, wenn Kontakt auch Kooperation erfordert. Ich muss mit dem anderen zusammenarbeiten. Er ist nicht mein Opponent, er ist nicht sozusagen mein Konkurrent, sondern ich muss mit ihm zusammenarbeiten. Dann merkt man, okay, und in pädagogischen Konstellationen kann man das natürlich sehr gut machen, indem man Arbeitsteilung in der Klasse so organisiert, dass ich mit meinem Nachbarn zusammenarbeiten muss, um die Aufgabe zu lösen. Und allein sozusagen es gar nicht lösen könnte. Es gibt solche sogenannte Jigsaw-Modelle, also Puzzle, wo Lehrkraft die Aufgabe so stellt, dass ein Teil des Wissens, was ich brauche, bei dir abgelagert ist, weil in deinem Arbeitsplatz ein Teil deines Wissens bei dem. Das heißt, die Gruppe muss zusammenarbeiten, um die eigene Aufgabe zu lösen. Und dann wird der andere plötzlich nicht mehr als Konkurrent wahrgenommen, also das türkische, spanische, griechische Kind, sondern ich muss mit ihm zusammenarbeiten. Nur dann kann ich meine Aufgabe lösen. Und solche Aspekte führen letztlich dazu, dass dann auch Vorurteile, interethnische oder ethnische Vorurteile abgebaut werden. Ich finde das wahnsinnig interessant, wie
diese Vielfältigkeit der Sprache, der Kultur, jetzt insbesondere am Arbeitsplatz. Bei mir wäre es das Krankenhaus, meine Patienten, ein ungeheures Potenzial für Missverständnisse und damit einhergehend auch große Konsequenzen mit sich trägt. Große Konsequenzen. Also wenn ich mir überlege, dass ich vor kurzem einen türkischen Patienten auf der Intensivstation betreut habe, der einen ausgeprägten kardiogenen Schock hatte und dementsprechend eine nahezu vollständig verloschene Herzpumpleistung hatte und dementsprechend Schwierigkeiten damit hatte, also das Gefühl zu haben, dass er genug Luft bekommt, immer wieder Brustschmerzen gehabt. Und es wurde von vielen meiner Kollegen als, wir sagen da so ein bisschen humoristisch, aber auch eigentlich, ich denke auch mit einem abwertenden Charakter, Morbus Mediterraneus dazu. Das, Mittelmeerkrankheit. Genau, Mittelmeerkrankheit. Und diese Schmerzen, die er hatte, hatten für mich einen realeren Charakter als für meine Kollegen. Dennoch war ich da so in diesem Zwiespalt, in diesem Konflikt gefangen, ob ich jetzt meinen Kollegen in den Rücken falle, wenn ich seine Angina, also seine Brustschmerzen, die ja für einen Herzinfarkt ganz typisch sind, ernst nehme oder den Patienten vernachlässige. Das war ungeheuer schwierig und im Ruhrgebiet, hier in Essen und in anderen Städten, wie beispielsweise auch Berlin, wo es viele Patienten mit Migrationshintergrund gibt, wird es ja immer wieder solche Missverständnisse geben. Kann man da was dagegen machen? Kann man da was gegen machen? Also ein Punkt ist, glaube ich, ganz klar, viel mehr Aufklärung darüber, sozusagen, was sind die Voraussetzungen des eigenen Denkens, des eigenen auch professionellen Handelns, das sozusagen das Implizite explizit zu machen, dass wir sozusagen von einer Form der Medizin ausgehen, die sehr stark West- und Europa-lastig ist. Ich würde zwei Aspekte, das ist sozusagen in der Psychotherapie, ist es ein Running Gag, der Türke hat Kultur, der Deutsche Psyche. So. Worauf will man das hinaus? Sozusagen, bei Türkischen wird man kulturalisiert. Das ist so bei denen in der Kultur so. Ja? Mediterraner Typ, die sind alle gleich. Dahinter ist natürlich, wenn man es explizit macht, ein ganz stark rassifizierender Herangehensweise. Der Einzelne wird nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als ein Exemplar einer Gattung. Er ist sozusagen einer von den vielen, vielen, vielen Mediterranen. Der Deutsche hat Psyche, der ist individuell. So wie die Psyche sozusagen jedes Einzelnen anders ist. Das heißt, da guckt man nach individuellen Verursachungen. Die Forschung zeigt, dass die Art und Weise, wie Krankheiten wahrgenommen werden, wie Krankheiten gedeutet werden, wie Verursachungen. Dazu gibt es eine enorme Literatur seit den 80er Jahren. Ja, Kleinmann und andere haben dazu sehr viel geforscht. Vor allem auch Psychotherapie sozusagen im Kontext der Kultur. Wir müssen uns von der Idee freimachen, dass die Medizin, die in Europa, in Westeuropa, dass es eine ist, die für die gesamte Welt gilt. Nein, gilt nicht. Ich habe das selbst in einer eigenen Studie, als ich über das Konzept Salutogenese, also was hält Menschen gesund, hatte ich mal eine Forschung gemacht und geguckt, einfach auf der statistischen Ebene, Interkorrelation, also ist ja dieses Sense of Coherence, also Kohärenz, das sind verschiedene Komponenten, wie die Interkorrelation sind. Sie waren bei Deutschen viel stärker, diese drei Komponenten, als bei Türken. Das heißt, das Konstrukt hat für Deutsche eher gepasst als für Türken. Dahinter ist natürlich auch ein Modell. Dieses Salutogenese-Konzept appelliert sozusagen an das mündige Individuum. Sehr stark individualistisch an den Einzelnen, der eine Bedeutung, Sinnhaftigkeit, Managebarkeit, Kontrollierbarkeit, also ein individualistisches Menschenmodell dahinter ist. Die Forschung zeigt aber, dass sozusagen dieses Konzept, dieses Verständnis des Individuums als ein unabhängiges, ein eher europäisch, westeuropäisch, amerikanisches Modell ist.
In vielen anderen Gesellschaften spricht man so von Kollektivismus beziehungsweise von Interdependenz, nicht Independence, sondern Interdependenz. Die Vorstellung, dass Menschen voneinander abhängig sind. Ich würde auch nicht sagen, sozusagen völlig in der Gruppe aufgehen, sondern eher eine Art von Eingeständnis dessen, dass wir als Menschen voneinander abhängig sind. Und das hat natürlich auch sozialhistorische Gründe. Das ist nicht etwas, was Menschen sich einfach ausdenken, zu sagen, ja, ich werde mal jetzt mehr gruppenverbunden sein, als jetzt individualistisch orientiert zu sein. Ein ganz zentraler Hintergrund ist die Absicherung von Menschen in Krisenzeiten. Wie sichern sich Menschen in modernen europäischen, vor allem sozusagen europäischen Gesellschaften ab? Sie sichern sich ab über Institutionen. Ne? Wenn du alt bist, hast du eine Rentenversicherung. Wenn du krank bist, hast du eine Krankenversicherung. Wenn du arbeitslos bist, hast du eine Arbeitslosenversicherung. Das heißt, es gibt Institutionen, die im Krisenfall eintreten. Die Rolle der Verwandtschaft, die Rolle des anderen ist begrenzt. Sie ist da, sie ist sozusagen vielleicht für emotionalen Haushalt da, aber sie ist sozusagen nicht existenziell. In vielen anderen Gesellschaften, wenn du nicht eingebunden bist, sozial eingebunden bist, stirbst du. Punkt. Sozialen Tod, aber auch materiellen Tod. Das heißt sozusagen, Menschen sind viel mehr aufeinander angewiesen. Verwandtschaft, ja, in dörflichen Kontexten. Wenn du keine große Verwandtschaft hast, nicht viele Kinder hast, bist du tot, sozusagen. Ja, ja. Das heißt sozusagen im Krisenfall. Was machst du, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Wer hilft dir, wenn du keine Verwandtschaft hast? Das heißt, dort ist der soziale Sinn, das Verständnis des Angewiesenseins aufeinander viel stärker entwickelt. Menschen entwickeln auch einen viel stärkeren sozialen Sinn im Sinne von sozusagen Bedürfnisse des anderen erspüren, weil nicht alles kommuniziert wird. Man will auch gesichtswahrend sein. So etwas entwickelt sich viel stärker, weil der Bedarf auch da ist, als wenn du sagst, ich brauche den anderen nicht, ich bin völlig abgesichert. Ja, man kann deshalb hier individualistische Lebensformen natürlich viel stärker erleben, weil man in Krisensituationen nicht direkt von dem anderen abhängig ist. Allein dieser Aspekt hat sehr viel Auswirkungen auf die Frage, wie viele Kinder man hat, ob man mehr Söhne oder Töchter hat, wie man die Kinder erzieht, ob mehr sozusagen in Richtung Gehorsam oder eher in Richtung Selbstständigkeit. Natürlich wird man in kollektivistischen Gesellschaften mehr in Richtung Gehorsam erziehen, weil von gehorsamen Kindern nimmt man eher auch Loyalität an im Alter. In Gesellschaften, wo man auf die Kinder jetzt nicht so angewiesen ist, sondern Kinder nur für das emotionale Wohlbefinden da sind, für die Identität, für Glücksvorstellungen, reicht auch wenig Kinder zu haben. Reicht auch sozusagen, macht es auch keinen Unterschied, ob es ein Sohn oder Tochter ist. In anderen Gesellschaften schon, weil Töchter vielfach Kinder auf Hypothek sind. Das heißt sozusagen mit dem Heiratsalter auf die Familie wechseln. Das heißt sozusagen, die Investition in die Töchter wird oft geringer, wird weniger investiert als in die der Söhne. Weil man von den Söhnen eher annimmt, dass sie sozusagen da bleiben, dass sie sozusagen auch im Alter pflegen und so weiter. Auch wenn die konkrete Pflegeleistung meistens wiederum doch von den Töchtern gemacht wird, aber die Vorstellung ist sehr präsent. Deshalb in der ersten Generation noch Familien, die sehr viele Kinder hatten oder so lange Kinder gemacht haben, bis ein Sohn da war. Das hat durchaus auch einen Sinn gehabt, auch wenn es irrational erscheint. Ich habe da selbst in einer Studie das gehabt, wo wir bei einer Familie waren, die 7 Kinder hatte. Die ersten 6 waren halt Töchter. Die haben so lange weitergemacht, bis der Sohn. Das ist durchaus sozusagen das in dörflichen Konstellationen sinnhaft, weil sagen, die Töchter wechseln die Familie. Aber der Sohn bleibt. Verstehe, ja. Dieses, der Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, mit dem Outsourcen dieser beispielsweise in der Türkei gelebten Absicherung über die Familie, über die Angehörigen, spielt sich ja dennoch auch in Deutschland mit türkischen Patienten ab. Also ich persönlich sehe das eben an dem Beispiel der Patienten, wenn die Angehörigen vor Ort sind. Und wenn sie dann vor Ort sind, dann sind es mehr als nicht der Fall ist, zu großen Scharen da. Ja, und dann habe ich als Arzt bin auch ein bisschen genervt, muss ich ehrlich gesagt sagen, das dann mit jedem Angehörigen nochmal neu zu besprechen und über
über mehrere Tage kommen dann unterschiedliche Angehörige. Auf der einen Seite verstehe ich das, dass es eben die Angehörigen sind alle involviert und möchten verstehen, was das Problem ist, weshalb der Angehörige gerade im Krankenhaus ist. Bei vielen meiner nicht-türkischen Arbeitskollegen kommt es nicht an. Wie teile ich denn mit, dass das nicht schlimm ist, dass so viele Angehörige da sind? Ich glaube, ein Punkt ist der, dass natürlich das Gefühl sozusagen auch für den anderen da zu sein, gerade in so einer kritischen Situation, viel, viel stärker da ist. Manchmal ist auch die Bedarfe da. Der Patient spricht vielleicht nicht so gut Deutsch. Es sind andere, die besser Deutsch sprechen. Man kann sozusagen den da nicht alleine lassen. Es braucht eine bessere Übersetzungsleistung. Aber auch dem zu signalisieren, gerade in Notzeiten, wir sind für dich da. Das ist etwas, was in kollektivistischen Gesellschaften, in Krisenzeiten, dass jemand da ist, der ist auch unabhängig davon. Ich würde wirklich auch ein psychologisches Argument stark machen. Man weiß aus der Depressionsforschung, dass soziale Unterstützung eines der wichtigsten Faktoren ist. Für ein gutes Leben, für ein sozusagen auch stressfreies Leben. Zu wissen, in der Not ist jemand da. Und diese Art der Solidarität wird gezeigt. Wenn wir sozusagen sehr stark an diesem autonomen Individuum, das stark genug für sich ist, das auch ohne andere leben kann, vielleicht muss man sozusagen genau dieses Menschenbild hinterfragen. Menschen sind aufeinander angewiesen und die Forschung gerade zu Ressourcen, zu Stärken, zu Resilienz zeigt, die wichtigste Ressource eines Menschen ist ein anderer Mensch, ein geliebter Mensch. Das ist sozusagen im Leben das Wichtigste, nicht das Geld, was sie haben, nicht das Wissen, was sie haben, sondern zu wissen, es sind Menschen da. Und man müsste vielleicht viel mehr aus der Erkenntnis oder von der Erkenntnis geleitet sein, zu sagen, dass die von uns belächelten Orientalen in dem Kontext vielleicht etwas nicht verlernt haben, was der moderne Mensch verlernt hat. Dass Menschen, andere, geliebte Menschen, Menschen, die um einen sich sorgen, ernsthaft sorgen, eigentlich die wichtigsten Ressourcen sind. Dass es vielleicht für die Genesung und auch für Therapieverläufe enorm wichtig ist, meine Angehörigen sind da. Ich bin hier nicht verloren in dieser Station. Ich bin nicht verloren in diesem Zimmer, sondern es sind Menschen um mich herum, die sich Sorgen um mich machen. Und das sozusagen wiedergespiegelt zu bekommen, ist etwas, was sowohl für den Patienten, es macht vielleicht Arbeitsabläufe etwas schwieriger, aber letztlich ist es sozusagen, wenn Medizin noch daran festhält, dass es Dienst am Menschen ist es etwas, was Genesung fördert. Gibt es da so, ich weiß nicht, so vielleicht Gesprächsführungsstile, wie ich also jetzt ein konkretes Beispiel, jetzt wirklich bei diesem einen Patienten, wenn ich meinem Kollegen mitteilen möchte, ihm beibringen möchte oder ihm irgendwie an dem Gedanken teilhaben lassen möchte, dass wenn der Patient so etwas mehr sein Schmerz etwas häufiger oder öffentlicher kundtut, lauter ist, präsenter ist, dass das nicht unbedingt, dass das nicht als Simulation verstanden. Ja, genau. Wie bringe ich ihm das am besten näher? Also es ist ja häufig so, dass man über Italiener, über Türken, über Südländer wird häufig gesagt, dass sozusagen lauter sind, wiederholt. Das ist nicht unbedingt sozusagen, wie soll man sagen, so eine Übertreibung, eine Simulation. Sie wollen sich sicher gehen, dass der Arzt einverstanden hat. Sie sind manchmal auch lauter. Manchmal ist es ein Stück weit auch, ich sag mal, auch diese über Eid, Wallah, also Yemin. Eid ist ja so etwas wie so ein Wahrheitsverstärker. Ja, sozusagen. Normalerweise ist, wenn ich sage X ist P, meine ich immer, es ist wahr, dass P ist. Ja? Aber ich sage, Wallah, ist es so. Das heißt sozusagen, ich versuche die Wahrheit von etwas nochmal zu verstärken. Vielleicht, weil ich möglicherweise davon ausgehe, wenn ich es einfach nur so sage, kommt es nicht an. Wenn ich es einfach nur daher sage, eine Art höheres Sicherheitsbedürfnis, es ist auch angekommen. Es ist auch verstanden. Wenn man laut ist, weiß man, dass man gehört wird. Ein Stück weit hat es vielleicht auch natürlich mit der Sozialisation in Herkunftsländern zu tun,
wo nicht unbedingt Reihenfolgen eingehalten werden, wo sozusagen sich vielleicht auch der eher durchsetzt, der lauter ist, der stärker fordert und so weiter. Wo man in Deutschland sagt, gut, das habe ich gehört, ich habe es notiert. Aber der Patient hat den Wunsch, sozusagen das nochmal zu sagen, noch lauter zu sagen. Ein Stück weit braucht er möglicherweise viel mehr Sicherheit. Er ist gehört worden. Vielleicht kann man ihm auch signalisieren, sagen, schauen Sie, ich habe es notiert. Sie sind dann und dann gleich auch dran. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Patienten bereits schon antizipieren, dass sie in einem Land, wo sie eben nicht aufgewachsen sind, möglicherweise, wenn sie nicht laut genug sind, auch nicht gehört werden, nicht gesehen werden, nicht in ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden und deshalb, vielleicht haben sie auch solche Erfahrungen auch gemacht. Das ist natürlich von Patient zu Patient und du musst da unterschiedlich und auch die wirklich auch Anamnese sozusagen genau verfolgen. Diskriminierung im Gesundheitswesen ist natürlich auch ein Fakt. Das ist ja nicht so, dass es da keine gibt. Dort, wo sie vielleicht nicht laut genug waren, dort, wo sie nicht explizit genug waren, sind sie nicht gehört worden. Sie sind vernachlässigt worden. Und dann sind sie erst recht sozusagen beim nächsten Mal sagen, ich bin jetzt laut und schreie. Und vielleicht schildere ich meine Symptome auch etwas stärker da, um schneller ranzukommen, um auch gesehen zu werden, um auch behandelt zu werden. Also es ist auch eine individuelle Strategie. Ja, ich würde sagen, es ist nicht nur allein Kultur. Es kann natürlich auch kulturelle Hintergründe haben. Das kann natürlich auch eine Strategie sein, zu sagen, so nimmt mich der Arzt. Das machen aber andere ja auch. Ja. Dass Patienten, die Schmerz simulieren, viel stärkeren Schmerz simulieren, um schneller ranzukommen. Du bist ja jetzt seit mehreren Jahren Professor und auch also eben Leitung von Forschungsthemen. Du gibst mit die Richtung an, in welche Richtung geforscht werden soll. Gibt es im Bereich der Integrationsforschung ein Fach, das sich jetzt beispielsweise in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren so stark geändert hat, dass du das Thema Integration umdenken musstest? Ja. Also in der Tat, wir haben ja eigentlich den Begriff Integration verwenden wir eigentlich nicht mehr. Ich verwende den auch nicht, wenn wir sozusagen über Integration sprechen, dann sofort auch mit einem Zusatz. In der Tat, seit den letzten 10, 12, 15 Jahren hat sich Integrationsforschung dahingehend, die Forschung, die öffentliche Praxis und die Politik nicht unbedingt, läuft nicht parallel, dahingehend, dass man sagt, dass man statt von Integration von gesellschaftlicher Teilhabe, von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe spricht. Integration hat immer den Touch gehabt, die Ausländer, die Migranten müssen sich integrieren. Es gibt so eine Art festgefügter, gut funktionierender deutscher Gesellschaft. Da kommen die anderen Fremden dazu und die müssen irgendwie gucken, dass sie sich anpassen. Integer machen, heißt ja heil machen, etwas ganz machen. Die Vorstellung war sozusagen, quasi die deutsche Gesellschaft ist vollständig, ganz funktioniert und die anderen müssen. Von diesem Gedanken ist man in doppelter Hinsicht abgekommen. Einmal, es sind nicht die Zuwanderer allein, die sich ändern müssen, sondern auch die Strukturen müssen sich ändern. Es muss eine Offenheit da sein, es muss eine Akzeptanz da sein, es muss sozusagen auch die Bereitschaft da sein, Zuwanderer zu integrieren. Natürlich muss auch von denen der Wille, die Fähigkeiten, die Kompetenzen erworben, aber auch sozusagen volitional zu sagen, ich will mich auch einbringen in diese Gesellschaft und ich will auch die Fähigkeit dazu erwerben. Es muss sozusagen beides zusammenspielen, so dass Integration nicht etwas ist, was nur Zuwanderer betrifft, sondern Zuwanderer, Staat, aber auch Zivilgesellschaft. Die Akzeptanz. Wenn du in diesem Land nicht akzeptiert wirst, wenn du tagtäglich Diskriminierung erlebst, wirst du dich nicht in eine Gesellschaft einbringen wollen. Das ist auch völlig widersinnig. Auf der einen Seite von Menschen zu fordern, integriere dich, aber zugleich zu sagen, du gehörst nicht zu uns. Warum soll ich die normativen Werte, Grundlagen einer Gruppe annehmen, die mich nicht in ihrer Mitte haben will? Integriere dich, aber du bist nicht einer von uns. Widersinnig. Folge wäre sozusagen Reethnisierung. Dann sucht man sich andere starke Gruppen, die für einen relevant sind. Also so, dass auf der einen Seite dieses Verständnis, das andere ist, auch die deutsche Gesellschaft ist jetzt natürlich sehr platt und sehr homogenisierend. Auch dort gibt es ja Gruppen, die systematisch Benachteiligung erfahren. Auch die ist ja nicht integriert in dem Sinne, dass alle die gleichen Teilhabechancen haben. Deshalb versucht man den Begriff Integration in der Forschung eher zu vermeiden und fragt, in welchen Feldern der Gesellschaft, vor allem in zentralen Feldern, Arbeit, Bildung, Wohnungsmarkt, politische Partizipation,
haben wir in diesen Feldern gleiche Teilhabechancen oder haben wir es nicht? Warum nenne ich diese Felder? Das sind halt die sogenannte strukturelle Dimension der Integration. Das sind Aspekte, wo man nicht ausweichen kann. Du kannst ja nicht sagen, na gut, wenn ich in der Bildung benachteiligt werde, dann gehe ich nicht zur Schule. Ja, wenn ich auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werde, dann wohne ich halt nicht. Also, das heißt, wenn du bei Rewe benachteiligt wirst, kannst du sagen, da kann ich nicht mehr einkaufen, ich gehe jetzt zu Kaisers. Ja, wenn du in deinem Sportverein benachteiligt wirst, kannst du sagen, okay, zu denen gehe ich nicht hin, ich gehe in einen anderen. Das ist auch nicht schön, aber da sind die Effekte nicht so stark wie auf dem Wohnungsmarkt, wie auf dem Arbeitsmarkt, wie auf dem Bildungsmarkt. Und deshalb meine ich sozusagen quasi, auch die Folgen der Nicht-Teilhabe sind in einigen Feldern viel gravierender als in anderen. Und in diesen zentralen Feldern ist die Zielvorstellung einer gelungenen Integration, wenn man jetzt diesen Begriff doch verwendet, dass es keine Unterschiede zwischen Einheimischen und Zugewanderten gibt. Vor allem nach einer bestimmten Zeit. Klar, am Anfang gibt es die natürlich immer, frisch Zugewanderte, zum Teil rechtliche Benachteiligung, zum Teil auch sprachliche. Aber on the long run dürfte es eigentlich keine Unterschiede geben. Und wenn es die dann doch gibt, muss man nach den Gründen fragen. Und einer der Gründe ist natürlich, dass anhaltende Benachteiligung, anhaltende Diskriminierung vorhanden ist. Gibt es da eine Trennung zwischen diesem Begriff der Teilhabe und der Assimilation? Ja. Oder ist Assimilation was ganz anderes? Natürlich, Assimilation, also es ist sozusagen, es gibt unterschiedliche Formen, wie sich Zuwanderer einer neuen Gesellschaft verhalten können. Assimilation ist eine von vielen. Assimilation meint Angleichung, und hier muss man natürlich wieder zwei Aspekte. Was man nicht will, auch in der Forschung, auch Erdogan hat mal gesagt, assimiliert euch nicht, integriert euch. Wo man Assimilation durchaus wünschen würde, wäre strukturelle Assimilation. Dass es zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt keine Unterschiede gibt. Auf dem Bildungsmarkt. Was man eher sich nicht wünscht, ist eine kulturelle Assimilation. Dass man zum Beispiel die eigene Herkunftssprache nicht mehr spricht. Dass man religiöse, kulturelle, Rituale nicht mehr macht, weil man sich anpassen will und alles das eigene leugnet. Das ist auch psychologisch nicht gut. Sozusagen die eigene Herkunft, die eigene Biografie leugnen zu müssen, stresst das Individuum. Viel stärker ist Integration im Sinne von Offenheit für das Neue, aber zugleich auch der Wunsch, das eigene beizubehalten. Eine andere Form wäre Separation. Zu sagen, ich lebe zwar inmitten so vieler Deutscher, aber ich will mit denen nichts zu tun haben. Da gibt es auch viele Beispiele für. Es gibt auch so ein Rückzugsverhalten. Ein völlig Rückzugsverhalten. Ich unterhalte mich nur jetzt mit Türken, habe sozusagen beim türkischen Kreis, gehe in türkische Teehäuser, Kaffeehäuser, spiele vielleicht Fußball in einem türkischen Verein, mit Deutsch nur, wenn ich muss. Eine eigentlich viel kritischere und aus der psychologischen Forschung viel relevantere Gruppe sind die sogenannten Marginalisierten, die weder Bezüge zu ihrer Herkunftskultur haben, noch Bezüge zur Mehrheitsgesellschaft. Also wo sozusagen beides fehlt. Ideal ist Integration im Sinne von Plus. Man hat einen positiven Zugang zur Herkunft, ja, spricht die eigene Sprache vielleicht gut, spricht auch Deutsch gut, hat deutsche und türkische Freunde, schwimmt sozusagen in beiden kulturellen Bereichen. Assimilation und Separation haben nur ein Netzwerk. Bei der Assimilation haben sie das Netzwerk der Mehrheitsgesellschaft, bei der Separation das der Herkunftsgesellschaft. Bei der Marginalisierung fehlt ihnen beides. Sie fühlen sich hier fremd, aber sie können zum Beispiel auch keine Beziehung zu Türken. Ich bleibe mir jetzt bei diesem Beispiel. Ja, vielleicht sind sie Minderheit in der Minderheit, vielleicht sind sie Kurde, vielleicht sind sie Jeside, vielleicht sind sie sozusagen christlicher Türke. Und sagen, zu den meisten hier habe ich keinen Kontakt, weil die mögen mich nicht. Aber als Deutscher werden sie auch nicht wahrgenommen. Und auch Deutsche sehen sie nicht als Deutsche. Das heißt, diese Gruppe ist eigentlich viel stärkerem Stress ausgesetzt, die eher Marginalisierten, denen beide Netzwerke fehlen. So dass Assimilation ist nur eines der Ausgänge. Das ist nicht von vornherein zu verdammen, wie manchmal Politiker ja sagen. In bestimmten Bereichen ist Assimilation wünschenswert. Ja? Beispielsweise, dass du mit deinem Namen keine Unterschiede bei der Bewerbung haben solltest als ein Lukas Heumann. Aber wir haben die. Wenn du dich mit deinem Profil, mit deinem Namen bewirbst, hast du vermutlich bei gleichen Zeugnissen nicht so gute Chancen. Und das ist sozusagen ein Ausdruck, dass halt
nicht alles rund läuft, dass wir nach wie vor Diskriminierung haben, dass wir nach wie vor sozusagen Unterschiede machen, Benachteiligung haben. Also dieses Dazugehören und akzeptiert werden sind in den Beispielen, die du genannt hast, ja miteinander verbunden. Also Absolut. Man möchte akzeptiert werden und das kann dazu führen, dass man dazugehört, Ja. aber so wie ich das jetzt verstanden habe, man muss nicht unbedingt dazugehören, um akzeptiert zu werden. Also man muss nicht unbedingt einer von den anderen sein, restlos, sondern ideal wäre, der Philosoph Theodor Adorno hat mal sehr schön gesagt, geliebt wirst du einzig dort, wo du ohne Angst anders sein kannst. Ja? Das heißt, wenn du nicht den Eindruck hast, du musst dich verstellen. Ja, in der modernen Soziologie spricht man davon, dass immer Zugehörigkeit sozusagen dann sich einstellt, wenn du keine rechtfertigungsbedürftigen Überzeugungen und Praktiken hast. Wenn du nicht dich rechtfertigen musst. Beispielsweise, wenn du im Ramadan fastest, weil du sagst, gut, das gehört zu meiner islamischen Identität. Aber die in der Klinik sagen, sag mal, was machst du? Also warum isst du nicht mit uns? Und du musst jedes Mal, wenn du sagst, fastest, wie, den ganzen Tag? Nichts trinken? Das geht doch nicht. Das ist doch Kein nicht Wasser? gut. Kein Wasser. So, und dann musst du jedes Mal dich rechtfertigen, auch wenn es liebe und nette Kollegen sind. Aber in solchen Momenten merkst du, so richtig dazugehören tue ich nicht. Ich muss meine Praktiken, Überzeugungen rechtfertigen. Die können es akzeptieren, die können es auch verwerfen und so. Aber das sind so kleine Hinweise, während, angenommen, ich sage mal in einem türkischen Kontext, wenn du sagst, bugün niyetli, ich faste heute, fragt keiner jetzt nach, sagst du auch nicht Wasser, sondern weiß ganz genau, okay. Ja. Man hat sozusagen geteilte Überzeugungen und hakt nicht nochmal nach, ein kleines bisschen oder hier davon oder das sieht Gott nicht, sondern hat eine Vorstellung davon, was es für den einen, der fastet, bedeutet, dass es für ihn wichtig ist. Punkt. Ja. Und wird dann nicht mehr hinterfragt. Und das sind so kleine Aspekte, wo man, ich sag mal, Zugehörigkeit testen kann. Ja. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, dieses Jahr werde ich 31. Du bist ein paar Jährchen nur. Doppelt so alt. Und wenn ich meine Recherche jetzt richtig gemacht habe, bist du ja in Kayseri geboren. Genau. Ne? Und dementsprechend dann bist du die erste Generation oder die zweite Generation? Mein Vater ist gekommen, er hat uns sozusagen, mich mit meinem Bruder und meiner Mutter, wir sind 2 Jahre später nachgereist. Was haben deine Eltern von Beruf gemacht, als sie hier nach Deutschland kamen? Also, mein Vater hat in der Türkei in der Textilbranche gearbeitet und hier auch. Meine Mutter ist Hausfrau. Also es ist sozusagen wirklich die erste Generation, die noch Grundschulbildung hat, mit Grundschulbildung nach Deutschland gekommen ist. Mein Opa hatte in der Türkei den Schlosser gelernt und als er dann nach Deutschland kam, bei Mannesmann gearbeitet. Dort mehrere Verbesserungsvorschläge und das war vieles, was uns natürlich auch als Enkel stolz gemacht hat. Boah, mein Opa kam nach Deutschland, bei Mannesmann in Duisburg haben sie alle gelebt. Und dann natürlich die Geschichten meiner Oma, wo sie 3 Jobs parallel hatte, war eine Putzkraft in einem Tennisclub, dann hat sie war sozusagen so eine Babysitterin oder so eine Haushaltshilfe bei einer ganz lieben Familie, eine ganz liebe deutsche Familie, die meiner Familie da damals auch wahnsinnig viel unterstützt haben und ein Rückgrat geboten haben. Und zusätzlich hatte sie, was war ein dritter Job, der mir jetzt gerade entfällt, es waren jedenfalls 3 und die hatten es natürlich extrem schwierig. Mein Opa hatte selbst auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, möglicherweise aus diesem Konflikt entsprungen, in einem anderen Land zu sein. Ich hatte es im Vergleich zu meinen Großeltern und im Vergleich zu meinem Vater wesentlich einfacher. Mein Vater hat es damals auch geschafft, in Münster zu studieren. Er ist selbst Arzt. Mit solchen Schwierigkeiten musste ich nicht kämpfen. Ist das immer der Fall? Ja. Also, oder kann man sagen, dass es auch da Ausnahmen gibt? Oder nein, ich glaube, die Ausnahme? Du hast es eigentlich selbst ja sehr gut beschrieben. Die größten Schwierigkeiten hat und hatte die erste Generation. Deutlich.
die mit sozusagen geringen Bildungsvoraussetzungen kommt, die Pioniermigranten sind, für die ist es alles neu. Wer heute nach Duisburg kommt, aus der Türkei, nach Berlin kommt, hat es ja natürlich einfach. Viel einfacher. Es gibt etablierte Strukturen. Ja, man fühlt sich nicht so schnell fremd. Für die erste Generation war alles neu. Die Frage der Akzeptanz, die Frage auch sozusagen eine Gesellschaft zu durchdringen, es ist ja ein doppeltes Gefälle. Es ist sozusagen sowohl ein technologisches Gefälle, man kommt möglicherweise aus einem anatolischen Dorf, in eine Metropole. Dasselbe hätte man ja auch, wenn man von einem anatolischen Dorf nach Istanbul käme. Das heißt aber, hier ist das Gefälle doppelt. Es ist sozusagen sowohl ein technologisches als auch ein symbolisches Gefälle. Ja, es ist ein Land mit einer ganz anderen Geschichte, ganz anderen Schriften, ganz anderer sozusagen Sprache. Die zweite Generation ist eigentlich die Riesenaufstiege gemacht hat. Warum? Sie hat es geschafft, jetzt deine Vatersgeneration, jetzt vielleicht auch meine Generation, die, ohne dass die Eltern sie groß platzieren konnten, sich selber Standing und eine gute Platzierung in der Gesellschaft geschafft haben. Die dritte Generation, jetzt meine Tochter oder jetzt du, hat es natürlich einfacher. Ja. Sie ist von Eltern, die ein Stück weit sozusagen quasi hier einen sozialen Aufstieg gemacht haben, die Kinder ein bisschen anleiten können, die zeitig dafür sorgen, dass sie eine gute Ausbildung haben, dass sie aufs Gymnasium gehen, dass sie sozusagen quasi bestimmte Bildungsverläufe machen, die einen sozialen Aufstieg garantieren. Insofern, es ist positiv, jetzt wenn man die Linie vorzieht, dass man sagt, ja, zum Glück wird es auch einfacher. Auf der anderen Seite, Migrations- und Integrationsprozesse sind ja nicht völlig abgeschlossen. Wir haben jetzt neue Zuwanderer, beispielsweise über die Fluchtmigration aus Syrien. Da wiederholen sich ein Stück weit sozusagen quasi gemachte Erfahrungen in anderen Gruppen. So dass auch dieses Denken in erster, zweiter, dritter, vierter Generation natürlich nicht immer ganz aufgeht. Ein anderes Beispiel, wo das gebrochen wird, ist Heiratsmigration, transnationale Ehen. Das heißt, wenn du beispielsweise hier in der dritten Generation lebst, aber willst jemanden aus der Türkei heiraten? So, vermutlich nicht, vielleicht doch, wer weiß. Ja. Dann ist die Frau, die aus der Türkei kommt, erste Generation. Du bist aber die dritte Generation. Das Kind, was dann vielleicht nach ein paar Jahren entsteht, ist 1,5 oder 2? Ist es die vierte? Ist es die zweite? Das heißt, so, es wird vielleicht, wenn du voll berufstätig bist, ich meine, jetzt in deinem Fall als Mediziner ist es vielleicht ein bisschen anders, aber sozusagen, jetzt, wenn man eine klassische Arbeiterbiografie hätte, ist es der Mann, der arbeitet, die Frau, die vielleicht für den Haushalt sorgt, wenn es sozusagen eine konservative Arbeitsteilung ist, dann wird das Kind von der Frau erzogen, die erste Generation ist. Also mit Werten sozusagen viel stärker der ersten Generation. Komplex. Der Mann ist aber schon die dritte Generation. Das heißt, da merkt man, dieses Denken in Generationenketten, gerade im Kontext von transnationalen Ehen, bricht es auf. Das ist, man kann nicht so einfach so fortführen und sagen, ja, irgendwann werden die Differenzen verwischt sein, sondern ich will jetzt nicht per se gegen transnationale Ehen, aber das ist sozusagen eine Bruchstelle, neue Zuwanderung, wo dieses Denken in Generationen, in Migrantengenerationen, Ketten irgendwann aufbricht. Und man muss sozusagen bestimmte Aspekte immer wieder neu denken. In Vorträgen und Vorlesungen sage ich immer, auch jetzt der politischen Politik, die Vorstellung, die Idee, jetzt Familiennachzug, jetzt von der aktuellen Regierung auch zu bremsen, ist psychologisch völlig daneben. Das kennt man aus der Forschung, dass der Migrationsstress deutlich besser abgefedert wird, wenn Menschen als Familie ausreisen. Ja? Und bei geflüchteten Syrern, ja, wenn sie Kinder dort haben, wenn sie kranke Eltern dort haben, ein Teil ihres Gedankens ist immer bei der Heimat. Sie sind emotional, kommen sie hier nie an. Sie können sich nicht so verwurzeln, wenn sie sozusagen quasi auch innerlich belastet sind, dass sie Kinder dort gelassen haben, dass sie Teil der Familie dort gelassen haben. Der erlebte Stress ist deutlich stärker. Das kennen wir aus der türkischen Generation, die sogenannten Kofferkinder, wo Eltern nach Deutschland gekommen sind, das Kind in der Heimat gelassen haben, weil sie gedacht haben, wir gehen sowieso bald zurück, dann merken, so schnell wird man in Deutschland doch nicht reich. Dann holen sie das Kind her. Aber was passiert für das Kind? Das Kind macht 2 Traumata. Ein Trauma,
es verliert plötzlich die Eltern, man kann sich das überhaupt nicht erklären. Wenn es einigermaßen, ich sag mal, psychisch normal funktioniert, baut es neue Bindungen auf, jetzt zu Oma, zu Tante, bei wem es auch bleibt. Nach 3-4 Jahren merken die Eltern aber, nee, in Deutschland, wir werden doch nicht so schnell reich. Vielleicht ist ein weiteres Kind gekommen, ist die Familie größer geworden, man holt also das Kind nach. Jetzt erlebt das Kind Verlust der Oma, Verlust der neuen Bindungsperson, Verlust der Tante. Das heißt, es merkt irgendwie, auf wichtige Personen kannst du dich im Leben nicht verlassen. Das entwickelt sozusagen eine Persönlichkeit, die sehr misstrauisch ist, weil es mehrfache Bindungsabbrüche erlebt hat. Das ist heute zum Glück nicht mehr so häufig der Fall. Aber wir erleben das halt in der neuen Zuwanderergeneration, jetzt bei Geflüchteten, dass die nicht als ganze Familie hier sind oder dass manchmal Kinder natürlich eine große Belastung sind, Betreuung und zurückgeschickt werden, bis sich die Familie settelt. Aber das ist aus der Perspektive des Kindes gedacht, ist es natürlich fatal. Ja, die wichtigsten Bezugspersonen, also Eltern, gerade in der frühen Kindheit, das ist quasi die Nabelschnur, das ist sozusagen die Verbindung zur Erde. Wenn die gekappt wird, ist aus der Sicht des Kindes GAU, der größte Unfall. Gibt es für Kinder Schwierigkeiten, aus einer binationalen Beziehung oder aus einer binationalen Partnerschaft heraus geboren zu sein? Binational kann natürlich jetzt vieles bedeuten. Bikulturell. Bikulturell. Also, ich sag mal so, es ist natürlich mit größeren Herausforderungen zu rechnen. Es ist die Frage, wie die Familie das auch arrangiert. Ob sie beispielsweise Mehrsprachigkeit, ob eine Sprache dominant ist, ob eine Religion dominant ist, ob überhaupt Religion dominant ist. Die Forschung zeigt, dass beispielsweise auch bei jetzt Bikulturellen, dass wenn so ein junges Paar aus unterschiedlichen, auch religiösen und kulturellen Verwurzelungen, spätestens bei der Geburt des Kindes wird plötzlich Religion relevant. Ja, lässt man das Kind taufen oder nicht? Oder im Islam Sünnet beschneiden oder nicht? Vielleicht waren es Familien, die vorher nie eine Religiosität, für die nicht bedeutsam war, aber mit der Geburt der Kinder wird plötzlich sozusagen quasi die eigene Religiosität bewusst. Es hat sowohl Chancen, es hat durchaus auch, ich sag mal, bietet auch Stoff für Konflikte, je nachdem, wer sich durchsetzt. Oder bildet die Familie so ein Arrangement, dass man sagt, ja, okay, wir machen beides. Oder wir versuchen unseren Kindern möglichst ein breites Wissen über, was weiß ich, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Sprachen. Im Ideal könnte man sagen, wenn Eltern beide Sprachen gut können und das Kind sozusagen mehrsprachig aufwächst und Familie vielleicht ein erweitertes Netzwerk hat, ist es super. Es ist sozusagen für das Kind sehr früh schon mehrsprachig, mehrkulturell aufzuwachsen. Aber es kann natürlich auch viele Schwierigkeiten bringen. Dass Dinge kulturalisiert werden, die vielleicht nur individuell sind. Aber das ist der eine, der man sagt, ja, das ist so bei deiner Kultur so. Aber es sind normale Partnerschaftsprobleme, die vielleicht sozusagen kulturalisiert werden. Und dann kommt man aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus. Also auch hier A und O Kommunikation, so wie man es kennt. Okay. Du bist ja auch Gutachter gewesen. Machst immer noch Gutachten, oder? Ich habe Gutachten für Familiengerichte 10 Jahre lang geschrieben. Ich meine, jetzt sind eher so Gutachten, eher wissenschaftliche Gutachten, die ich jetzt mache. Okay. Also Forschungsprojekte und so. Ja. Und in der Zeit, wo du im Familiengericht Gutachten geschrieben hast, gab es da bestimmte Fälle, wo du dir gedacht hast, oh, schon wieder? Oder von vornherein schon wusstest, dass dieses Problem nicht gelöst wird? Was ich dort in 10 Jahren gemerkt habe, am Anfang, in der ersten Phase habe ich ganz unterschiedliche, also jetzt, auch deutsche Familien gehabt, binationale Familien und so. Gegen Ende habe ich fast nur noch türkische Familien gehabt. Türkisch-arabische, weil auch das Institut gemerkt hat, wir haben hier einen türkisch sprechenden Psychologen und auch die, ich sag mal, Scheidungs-Trennungshäufigkeit nimmt auch zu, also Migranten holen da auf, das ist sozusagen etwas, was die Problemlagen sind oft komplexer, im Großen und Ganzen. Das ist sozusagen, man kann das ein Stück weit auch wissenschaftlich erklären. Wenn jetzt im deutschen Kontext, wir haben vorhin das Thema sozusagen Individualismus, Kollektivismus gehabt. Wenn Heinz und Bettina heiraten, dann kommen Heinz und Bettina zusammen. Wenn sie auseinandergehen, gehen Bettina und Heinz auseinander. Wenn Hatice und Mehmet
Heiraten. Heiraten Hatidjes Familie und Mehmets Familie. Und wenn sie auseinandergehen, dann gehen ganz große Verbände auseinander. Das heißt sozusagen, das Konfliktpotenzial, auch die Einmischung, die Involviertheit ist viel, viel größer. Scheidung ist nach wie vor eher mit, ich sag mal, Scheitern, mit Schuldvorwürfen, vor allem auch wenn moralische Verfehlungen dabei sind, sehr schnell dann sozusagen zugunsten oder zu Ungunsten der einen Seite, was auch mit Folgen für Umgangsregelung, Sorgerechtsregelung zu tun hat, die in Deutschland ist das zentrale Kriterium Kindeswohl. Das hat sozusagen, das muss nicht unbedingt bei der Mutter liegen. Das hängt damit zusammen, zu wem das Kind die stärkeren, intensiveren Bindungen hat. Das kann auch der Vater sein. Aber angenommen, wenn man sich so einen Fall denkt, der Vater war Auslöser der Scheidung. Sei es, dass er, was weiß ich, eine außereheliche Affäre hatte oder dass er das Geld verspielt hat oder dass er alkoholabhängig ist, drogenabhängig ist, dann wird oft gedacht und angenommen, er war der Verursacher, also hat er gar keine Rechte mehr. Nein, das Recht am Kind, beziehungsweise die Bindungen zum Kind, die können immer noch gut sein. Und ich habe solche Fälle gehabt, wo Auslöser der Trennung, Scheidung sozusagen, aus moralischem Sinne, ich will das gar nicht werten, Fehlverhalten des Vaters war, aber der Vater trotzdem die bessere Bindung zu den Kindern hatte. Und das ist etwas, was dann in dem Fall die türkische Mutter oder Mütter nicht nachvollziehen können. Der hat doch die Trennung verursacht. Also kann es nicht sein, dass er später Kontakt zu den Kindern hat oder vielleicht auch sogar die Kinder bekommt. Also da muss man viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Man muss auch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, auch wenn die Mütter das Sorgerecht dann bekommen, in der Anwesenheit des Kindes nicht schlecht über den Vater zu reden. Das kann sein, dass er für dich ein schlechter Ehemann war. Aber wenn du dem Kind sozusagen quasi, das alles ist passiert, weil dein Vater war, das alles ist. Was löst du beim Kind aus? Du löst beim Kind aus, dein Vater ist ein schlechter Mensch, ich bin aber ein Teil dieses Menschen. Also hat es auch Folgen auf die Selbstwertentwicklung des Kindes. Das Kind fühlt sich auch abgewertet. Deshalb viel mehr trennen zwischen sozusagen dem anderen als Partner und dem anderen als Vater, Mutter. Da habe ich viel mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass da die Rollen sozusagen quasi sehr, sehr unterschiedlich sind. Der andere ein guter Vater sein kann, aber ein schlechter Ehemann. Und das ist nicht quasi in Rollenbündel gedacht werden muss. Gibt es so einen Fehler oder einen Fallstrick, den du jedem binationalen Paar mitgeben wollen würdest, um diese Kardinalfehler zu vermeiden und möglichst so eine glückliche binationale Beziehung Also ich glaube, ein Aspekt ist der, dass, also man muss natürlich auch hier die Konstellation betrachten. Wie ist die Ausgangssituation? Was sind die Motive für die binationale Partnerschaft? Ein Aspekt ist ja der, so eine Art von ausländerrechtliches Ungleichgewicht. Wenn du hier bist und hast keinen sicheren Aufenthalt und erhoffst dir durch die Heirat mit einem Deutschen sicheren Aufenthalt, das ist strategisch. Dann hast du ein anderes Motiv. Dann kann es sein, dass sozusagen am Anfang du vieles mitmachst, was der deutsche Partner oder die deutsche Partnerin will. Warum? Du bist abhängig. Sobald du einen sicheren Aufenthalt hast, vielleicht einen deutschen Pass, fängst du an, Dinge einzufordern in der Partnerschaft, wo du vorher einfach nur mitgemacht hast. Und der andere denkt, was ist jetzt mit dem los? Der war doch so lieb, so fügsam, so angenehm. Hat doch so, das war vorher ein juristisches Ungleichgewicht, was sozusagen jetzt ausgeglichen wurde. Und plötzlich fordert der andere Wünsche ein, Bedürfnisse ein, die er vorher zurückgehalten hat. Das heißt, also solche Aspekte können natürlich beim Eingehen einer binationalen, bikulturellen oder Partnerschaft eine Rolle spielen, dass man, also über die Motive, aber wenn es wirkliche Liebe ist, also jenseits von strategischen Interessen, dann muss man vielleicht einen Aspekt vor Augen haben, dass der anfängliche Charme, Exotismus, der andere ist völlig anders und total, dass der wie in jeder Partnerschaft mit der Zeit auch verfliegt. Das heißt, irgendwann ist der andere ein ganz normaler Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen. Dass dieser Exotismus, der am Anfang so interessant ist, irgendwann verfliegt, irgendwann eine Normalität kommt. Und dass man
sich hüten sollte, Probleme, die man in der Partnerschaft hat, zu kulturalisieren. Das ist so bei euch in der Kultur. Ich habe jetzt ein Gutachten gehabt. Ja, der männliche Partner hat sich mehr und mehr zurückgezogen zu seiner Verwandtschaft, auch viel Kontakt gehabt. Ja, man kennt das doch. Das ist so bei den Orientalen. War sozusagen die Haltung der deutschen Frau. Dass der Partner sich zurückzieht. Ja, ich meine, ein deutscher Ehemann könnte dann irgendwann auch, wenn er merkt, mit der Partnerin ist wenig los, stärker mit seinen Freunden, mit seinen, Fußballkameraden, mit seinen, so. Aber dort würde man das nicht sozusagen als Teil der Kultur sehen. Also dieses Rückzugsverhalten wurde dann kulturalisiert. Und das ist etwas, wo dann der andere kaum Möglichkeiten hat, irgendwie zu intervenieren, weil er verhaftet wird quasi für seine Kultur. Es ist nicht mehr als Individuum gesehen, sondern als Teil eines größeren Kollektivs. Gibt es, wenn Sie jetzt auf die letzten 10 Jahre zurückblicken und die Zeit mit jetzt vergleichen, großen Unterschied in dem Miteinander, in dem einfach generell zwischen Nicht-Deutschen, also nicht ethnisch Deutschen und Zugewanderten? Also ich glaube, ein Aspekt ist wahrscheinlich der, dass heute viele jetzt in der 3., 4. Generation, jetzt in auch deiner Generation, selbstbewusster sind, dass sie Dinge auch einfordern, die jetzt meine Elterngeneration nicht eingefordert haben. Die wurden dann auch als angenehmer, als, ich sag mal, pflegeleichter wahrgenommen. Die heutigen werden nicht so pflegeleicht wahrgenommen. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil sie halt Dinge einfordern. Sie sagen, ich bin Bürger dieses Landes, Punkt, ich bin hier geboren, habe auch deutsche Staatsbürgerschaft und möchte die gleiche Behandlung haben. Also sie erzeugen dadurch natürlich mehr Konflikte. Aber diese Konflikte können ja ein Zeichen sein, dass sie Gleichheitsgrundsätze verinnerlicht haben. Sie sagen, ich bin Bürger dieses Landes, Punkt. Ob ich jetzt Erdin heiße, ob ich sozusagen anders sah, ob ich mit Schnurrbart, ohne Schnurrbart bin, möglicherweise nicht aussehe wie der Lukas oder wie der Tim. Ich poche darauf, gleich behandelt zu werden. Das führt natürlich zu Irritation, weil so eine Art der dir zugedachte Platz plötzlich sozusagen du den bestreitest. Da glaube ich schon, dass heute Zuwanderer viel mehr auch sensibler sind, Dinge einfordern, kritisieren, und dadurch auch die Politik herausfordern. Andererseits haben wir auch seit jetzt 2 Jahren auch sozusagen eine Politik, wo wir gedacht haben, dass wir bestimmte Punkte überwunden haben, voll wieder durchbricht. Wenn unser Bundeskanzler von Pascha-Verhalten, von sozusagen Zuwanderer, die besonders gewalttätig sind, völlig sozusagen kontextlos und ohne Not heraus bestimmte Gruppen blamet, bestimmte Gruppen haftbar macht, dann erzeugt er natürlich auch Ablehnungen, Rassismen, Diskriminierungen. Und da glaube ich, dass die Politik gut noch dazu lernen kann, sensibler Sprachgebrauch. Spreche ich die anderen auch an. Dass in den USA Demokraten wie republikanische Politiker auch auf Spanisch die Leute anreden, weil sie sagen, wir haben eine große Community. Ich wüsste gern mal, wenn deutscher Politiker auch auf Türkisch mal eine kurze Rede. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. So, wenn er sagt, hoş geldiniz. So. Es ist gut, dass ihr hier seid. Also, das würde ein ganz anderes Signal zu sagen, wir wertschätzen die Menschen. Da, glaube ich, haben wir noch großen Bedarf, dass die Politik auch eine Art sensibler, auch eine Art Ansprache, also den anderen sozusagen wirklich anspricht, anhört, zuhört und auch die Bedürfnisse als legitime Bedürfnisse anerkennt. Würdest du sagen, dass es aktuell einen Trend gibt, jetzt im Hinblick auf die letzten 10 Jahre, weil ich glaube, spätestens mit der Präsidentschaft von Trump, der Populismus mal so richtig aufgefacht ist, ja. Gibt es da so einen Trend, den du siehst, was die Akzeptanz von Zuwanderung angeht? Ja. Ich meine, eines der Megatrends sozusagen der Migrationsforschung ist auch die deutlich stärkere Instrumentalisierung von Migration. Historisch ist es nicht neu. Das hat schon im 19. Jahrhundert auch schon gegeben. Man hat beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Polen verboten, Polnisch in öffentlichen Räumen zu sprechen und so. Also sozusagen auch die Sprache, gerade Ruhrpolen, es sind ja sehr viele polnischstämmige hier gewesen. Mit Migranten hat man schon immer Politik gemacht, aber
In den letzten 15, 20 Jahren ist es sehr stark gestiegen. Also rechtspopulistische Parteien wie die AfD, aber auch in Holland, in Österreich, auch in den nordischen Staaten, die sehr stark in ihren Parteiprogrammen Migrationssteuerung bzw. Migrationsbegrenzung. Das ist, glaube ich, ein neuerer Trend, dass Gefahr über Migration erzeugt wird und die Politik sozusagen sehr stark nur die vermeintlich defizitären Aspekte von Migration. Im Bereich jetzt der Medizin, wenn man jetzt das, was Merz neulich gesagt hat, er will 80% der Syrer zurückschicken. Erstmal, wenn man sich das mal sozusagen quasi das ernst nimmt und das herunterbricht, das wären 750.000, 800.000 Menschen. In 3 Jahren zurückzuschicken. Das hieße 250.000 pro Jahr zurückzuschicken. Das hieße ungefähr jeden Tag 700, 800. Also es ist logistisch gar nicht machbar. Wie würde die Situation in Krankenhäusern aussehen? Wie würde sie in der Gastronomie aussehen? Im Dienstleistungsgewerbe? Also welche fatalen Folgen das hätte. Die sogar konservative Schätzungen sagen, wir bräuchten in Deutschland mindestens 300.000 bis 400.000 pro Jahr Zuwanderer, um den jetzigen Stand, sozusagen den ökonomischen Stand, zu halten. Und das sind sozusagen sehr widersprüchliche Botschaften, die auf der einen Seite sozusagen der Bevölkerung suggerieren, oh je, also sie sind eine Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn man das mal wirklich umsetzen würde, würden so viele Branchen völlig zusammenbrechen. Ein Großteil der Dienstleistung, Gastronomie, Taxien, sonst was, Pflegedienste und so weiter. Also es ist auch nicht im wohlverstandenen Interesse der Bundesrepublik, wenn man jetzt mit so einer Rhetorik in der Gesellschaft Angst erzeugt und Zuwanderung sozusagen als Gefahr darstellt. Gibt es einen Trend oder ist das vielleicht auch einer der Trends, der dir ganz große Kopfschmerzen bereitet, wo du ja fast schon Angst hast, in die Zukunft zu blicken, was das Thema Migration angeht? Ich glaube, das ist wirklich so ein Trend. Also ich bin halt immer wieder erstaunt, wenn sozusagen Politiker manchmal mit Vorschlägen kommen und man sagt, oh je, also wenn man alt genug ist und vielleicht lange in dem Feld ist, denkt man, kennt man alles schon. Ja, beispielsweise, wo man vor ein paar Jahren überlegt hat, wie kann man sozusagen Rückkehr attraktiv machen. Und dann haben einige gedacht, also so irgendwie rechtlich abschieben und so, also freiwillig gehen sie nicht. Wie können wir Anreize schaffen? Und ich gedacht habe, oh je, das kenne ich schon. Das hat es 82 bis 85 auch schon gegeben. Ja, Rückkehrfördergesetz unter Helmut Kohl. Man hat damals 10.500 Mark für das Familienoberhaupt, 1.500 pro Kind, 1.500 für die Ehegatte und die Zusicherung, dass nach einem halben Jahr die eingezahlten eigenen Rentenbeiträge zurückgezahlt werden. Bewusst nach einem halben Jahr, damit die nicht sozusagen das Geld nehmen oder wieder zurückkommen. Und man sagt, ja, Mensch, das kennt man. Das hat es schon gegeben, solche Modelle. Und es hat nicht funktioniert. Wo heute zum Beispiel jetzt von Mehrsprachigkeit in Schulen. Heute hat man einen anderen Blick. Ich bin nach dem Gymnasium auf eine türkische Schule noch gegangen. Damit hat man Mehrsprachigkeit auch gefördert. Aber warum? Das Motiv war ein ganz anderes. Man wollte die Reintegration aufrechterhalten, also die Rückkehrfähigkeit aufrechterhalten, ja, dass wenn die Kinder sozusagen in ihre Heimat dann zurückgehen, ich habe nach dem Gymnasium noch eine türkische Schule, damit sie sozusagen im Bildungssystem ihrer Heimat keine Schwierigkeiten haben, sondern gut. Heute fördert man Mehrsprachigkeit, aber das Ziel Motiv ist ein ganz anderes. Also da sieht man sozusagen Konjunkturen, wo, glaube ich, heute tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren ein neuer Trend in der Forschung, dass die Migrationsforschung viel stärker, ich sage mal, reflexive Forschung ist. Dass sie nicht nur einfach drauf los forscht, sondern viel stärker schaut, wie ändert sie die soziale Wirklichkeit durch die eigene Forschung, durch die Wahl des Bezugssystems, durch die Wahl der Kategorien. Ich war selbst 2 Jahre auch Mitglied in der Kommission der Bundesregierung über Rahmenbedingungen der Integration. Das hat damals Angela Merkel von 2019 bis 2021 haben wir einen großen Bericht geschrieben.
eines der zentralen Aspekte war die Begrifflichkeit. Wovon sprechen wir? Sprechen wir von Personen mit Migrationshintergrund? Was löst das aus? Also wenn man die Geschichte allein dieses Begriffs, ja, Ausländer, Fremdarbeiter, Migrant, Personen mit Migrationshintergrund. Heute spricht man eher von Personen mit internationaler Familiengeschichte, weil international ist etwas Positives, aber Migration immer so ein Schmuddeldiskurs. Also allein die Veränderung der Begrifflichkeit, das ist etwas, woran Wissenschaftler auch arbeiten. Also der Trend ist heute viel stärker so eine Art reflexive Migrationsforschung, die guckt, wie verändern wir selber als Wissenschaftler die soziale Wirklichkeit durch die Wahl unserer Kategorien, durch die Wahl unseres Forschungsgegenstandes. Worüber forschen wir? Welche Sprache verwenden wir? Welche Begrifflichkeiten verwenden wir? Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein neuerer Forschungstrend, dass die Forschung sich selbst als Akteur und nicht als ein neutraler Beobachter des Geschehens, sondern als Akteur des Migrationsprozesses versteht. Wenn ich mir überlege, ob es bestimmte Punkte gibt, die mir große Sorgen bereiten, dann würde ich auf jeden Fall erwähnen, ich persönlich jetzt, dass ich befürchte, dass in der Zukunft die Leute sich noch mehr isolieren in ihren eigenen Interessensgemeinschaften und weniger voneinander wissen möchten, ja, dass sie also sehr einfach in ihren Interessen isoliert, in der Lokalität isoliert, in den Bubbles und noch viel weniger miteinander gesprochen wird. Ich meine, sicherlich ist wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Forschung dabei, das alles besser zu verstehen und die Tipps, Tipps und Tricks zur Hand zu geben, mit denen das nicht passiert. Siehst du da eine Möglichkeit, dass wir da in den nächsten 10 Jahren, 5 Jahren in eine maximal falsche Richtung abbiegen und das alles so eine Katastrophe münden könnte? Also ich habe vor knapp 2 Jahren auch zum Thema Einsamkeit mal gearbeitet. Einsamkeit alternder Zuwanderer und in dem Kontext mich mit Einsamkeit beschäftigt generell. Es ist, glaube ich, ein allgemeiner Trend, so eine Art Vereinsamung, der unter anderem auch durch soziale Medien aber auch unabhängig davon stärkere Individualisierung, auch jetzt Migranten auch erfasst. Und zugleich ist das Problem, glaube ich, auch erkannt worden. Es gibt versucht sozusagen, sei es in Deutschland, sei es auch in anderen Ländern, auch immer auch politische Strategien, Versuche gegen Einsamkeit, gegen sozusagen, dass Menschen viel mehr auch zusammenkommen sollten, das ist Interaktion. Die Gefahr ist durchaus da, dass so eine Art starke Vereinsamung und eine Suggestion, Illusion sozusagen der Eingebunden da ist. Ich glaube, keiner von uns kann heute ohne Handys leben. Ohne sozial, also medial vermittelte Kontakte. Zugleich wissen wir, dass, ich sag mal, die junge Generation ist wahrscheinlich nicht mehr auf Facebook, aber Facebook-Freunde sind wie Monopoly-Geld. Du hast viel davon, aber wenn du einen brauchst, kannst du das nicht einsetzen. Das heißt, wir brauchen noch sowohl echtes Geld als auch echte Freundschaften. Also sozusagen echte, intime Kontakte, Hautkontakte. Das heißt Nähe, spürbare Nähe. Das Bedürfnis ist auch da und versucht auch ein Stück weit öffentliche Räume so zu gestalten, dass, also in Düsseldorf habe ich das erlebt, dass man sozusagen im Kontext von ehrenamtlichem Engagement, dass Leute da sitzen, die man ansprechen kann. Weil viele immer weniger Gesprächspartner haben. Ich habe das selbst einmal erlebt, als ich einen Freund in Düsseldorf besucht habe, der mit seiner Tochter am Spielplatz war, kam eine ältere Lady um 80 herum, die wirklich sehr adrett, eigentlich gut gekleidet und so weiter. Also man hat gemerkt, sie ist schon aus dem gehobenen Milieu. Sie hat einfach nur Menschen gesucht zum Sprechen. Und der Freund sagt, okay, der ist Psychologe. Und wir haben uns unterhalten. Und sie sagt, sie ist aus München gekommen. Sie hat ihren Mann verloren, hat ihre Tochter erlebt in Düsseldorf. Ihr Enkel auch. Aber die Tochter hat keine Zeit, ist voll berufstätig. Sie kennt hier niemanden. Ich kann doch nicht jeden Tag auf der Kür rumlaufen und... Also ganz stark das Bedürfnis, irgendwie eingebunden zu sein und
sie war sprachfähig genug, um das auch zu artikulieren. Wir haben auch viele Menschen, die das spüren, aber nicht artikulieren können, die dann irgendwie sich zurückziehen, sei es in Alkohol, sei es aber auch irgendwie vor der Glotze hängen. Also eine Art auch, ja, ich sag mal, dysfunktional, diese Einsamkeit auch bearbeiten. Und wir wissen, Einsamkeit ist eine enorm große Gefahr, sowohl für das Wohlbefinden, das ist etwas, was wir alle kennen, für das psychische Wohlbefinden, auch für das körperliche Wohlbefinden, aber auch Einsamkeit ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Ich werde jetzt nächste Woche in Stuttgart zu dem Thema sprechen, sowohl einen Workshop als auch einen Vortrag haben. Es gibt einen Einsamkeitskongress, die Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart organisiert. Es ist also nächste Woche Freitag. Einsamkeit ist insofern auch eine Gefahr für die Demokratie, weil einsame Menschen viel stärker Verschwörungsideen anhängen. Viel mehr sozusagen, so dass die Welt, wenn man wenig Kontakt, wenig sozusagen in Interaktion, in realen Interaktion involviert ist, dann meint man irgendwie, dass die Welt, dass Dinge irgendwie geheim, also von anderen irgendwie strukturiert, gelenkt sein. Sie hängen viel mehr solchen Verschwörungs- und sozusagen demokratiedistanten Ideen ab, denn sie sind selber wenig involviert. Sie werden selber wenig gefragt. Sie erleben sich viel weniger als wirksam. Also diese Selbstwirksamkeitserfahrung ist gering. Und dann meint man, dass man viel mehr fremdbestimmt ist. Und insofern kann Einsamkeit auch gerade für, ja, sei es populistische, sei es für Verschwörungsideologien, offenes Futter bieten, beziehungsweise eine Gefahr darstellen. Daher braucht es, dass Menschen viel mehr eingebunden sind, sie selber sich wirksam, ihre Stimme auch gehört wird und sie auch andere Stimmen hören, also reale Stimmen hören, als, ich sag mal, jetzt im psychiatrischen Sinne, irreale Stimmen. Daher, also neben gesundheitlichen Aspekten hat es durchaus auch eine politische Dimension. Einsamkeit führt dazu auch, dass Vertrauen in Institutionen geringer wird. Und wenn Sie geringeres Vertrauen in Institutionen haben, sind sie auch sozial weniger aktiv. Die Teilhabe, sei es an Wahlen, sei es als an anderen Formen politischer Partizipation, wird gering. Man sagt, meine Stimme zählt ja ohnehin nicht. Ich werde ja ohnehin nicht gehört. Und das ist natürlich essentiell für eine Demokratie, die ja auf Bürgerbeteiligung angewiesen ist und auch Herrschaft, die nur dann legitim ist, wenn sie natürlich auch von den Beherrschten die Zustimmung einholt. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann herrscht Herrschaft sozusagen vielleicht auch an den Beherrschten vorbei, wenn es deren Stimmen und deren Meinungen nicht einholt. Dieses Thema der Einsamkeit, spielt das bei Zugewanderten eine besondere Rolle? Ich stelle es mir so vor, dass es unbedingt eine besondere Rolle spielen muss. Du bist ja in einem anderen Land. Also es ist vor allem jetzt bei Alternden insofern eine besondere Rolle. Früher hat man immer gedacht, ja, die große anatolische Familie, die hält schon zusammen und so. Aber das ist ein Mythos. Auch die, guck mal, du lebst auch nicht mit deinen Eltern. Ja, so. Stimmt, ja. Lebt deine Schwester mit deinen Eltern? Nein. Nein, so. Ich lebe 500 Kilometer von meinen Eltern entfernt. So. Das heißt, so die Vorstellung sozusagen, ja, das war mal so dieses Bild so in der ersten Generation, Familie hält schon zusammen und das ist, mit der Zeit ist auch Einsamkeit für die ein Problem. Deshalb, weil auch dort die Familien viel stärker sich individualisieren, wenn man eine sprachliche Minderheit ist. Wenn man sozusagen vor allem auch die Landessprache, die gängige Landessprache nicht so gut beherrscht, also nicht an der Kommunikation voll partizipiert. Bei Älteren oder Alternden, wo heute Kontakte sehr viel über soziale Medien laufen, wenn die nicht in den sozialen Medien, also ich meine, meine Eltern sind zum Glück nicht in den sozialen Medien drin, das heißt sozusagen Kontakte viel weniger sind. Wenn sie generell im Alter sozusagen auch Mobilität eingeschränkt ist. Alternde Zuwanderer, auch wenn sie auch über nicht so viele Ressourcen verfügen. Das heißt sozusagen auch an kulturellen Aktivitäten. Was weiß ich, wenn ein Museum, ein Kinobesuch sehr teuer ist. Ja, also auch die Ressourcen, sowohl die physischen Ressourcen, aber auch die materiellen Ressourcen gering sind. Du dann auch noch eine sprachlich-ethnische Minderheit bist und sozusagen an den jetzt geläufiger werdenden Formen der Kontaktanbahnung und Kontakte, vor allem auch für Frauen, ja, wo es irgendwie das von sich aus Kontakte zu initiieren ja sehr, sehr schwierig ist,
Da ist Einsamkeit eine ganz große Gefahr. Ja, dass dann Rückzugsverhalten da ist, dann sozusagen der Alltag nur mit Fernsehen, Medien, aber auch zu Übergewicht, geringe Mobilität, was so ein Teufelskreis dann bildet, dass du dann sozusagen noch weniger Außenkontakte hast und die Kontakte wirklich sich auf eine ganz, ganz kleine Gruppe begrenzt. Insofern glaube ich, dass es eine besonders vulnerable Gruppe ist. Also alternde, einsame Zuwanderer, die auch nicht zurückgehen können, weil sozusagen möglicherweise die Verwandtschaft dort auch nicht mehr da ist. Auch eine Entfremdung stattgefunden hat. Vielleicht die auch verstorben sind. Das heißt also, dann würden sie sich der Fremdheit nochmal aussetzen und eher wollen sie die Fremdheit hier, mit der sie gewohnt sind, als eine neue Fremdheit. Gibt es auch Punkte, die dir zu den Zeiten der starken Migration aus Kriegsländern, oder von Menschen, die politisch verfolgt werden, dir auch Hoffnung geben? Also siehst du Neuerungen in den Trends, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie die Politik es macht? Ich meine, was wir hier gesehen haben, ist, dass beispielsweise dieser doch sehr, sehr ungleiche Umgang mit Geflüchteten aus Syrien versus aus der Ukraine. Dass also, wenn ein politischer Wille da ist, Menschen sehr schnell integriert werden können, sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Also wo eine Nähe gespürt wird, wo sozusagen juristische Bedingungen viel, viel leichter sind und deshalb Integration oft nicht thematisiert wird. Aussiedler, die manchmal möglicherweise viel schlechter Deutsch sprechen als Türken, aber die juristisch Deutsche sind. Das heißt sozusagen allein durch die deutsche Staatsbürgerschaft viel leichter gesellschaftliche Akzeptanz bekommen. Also dort, wo politischer Wille da ist, wo sozusagen Regelungen getroffen werden, dass Integrationsprozesse auch beschleunigt werden können. Das ist etwas, was wir vor allem in dem wirklichen doppelten Standards des Umgangs mit syrischen versus ukrainischen Geflüchteten gesehen haben. Das war ja wie so ein Experiment. Da hat man es einfach gesehen. Also es geht. Das läuft. Es ist möglich. Es ist möglich, ja, wenn man sozusagen viel stärker die Willkommenskultur, viel stärker den Arbeitsmarkt, viel stärker sozusagen Ressourcen bereitstellt. Das geht. Und das heute auch viel mehr auch ein Einsehen davon ist, darüber ist, dass es natürlich auch Deutschland sehr viel bringt. Es ist ja nicht nur eine Belastung. Ich glaube, wenn man einfach die Politik noch stärker langfristig orientiert ist. Es kann durchaus sein, dass in der ersten Generation jetzt der Fluchtzuwanderung die Gewinne, auch wirtschaftlichen Gewinne, nicht so groß sind. Aber wenn man langfristig denkt, zweite, dritte, vierte Generation. Die Kinder der Syrer, der syrischen Geflüchteten und deren Kindeskinder werden irgendwann ganz gewöhnliche Deutsche. Ja, so wie sozusagen auch bei anderen Gruppen irgendwann, wie bei Giovanni Di Lorenzo, nicht irgendwie sagen, er ist doch ein Italiener. Nein, es ist ein Deutscher, Punkt. Ja, die Eltern, Großeltern waren mal möglicherweise, wenn sie die Fußballmannschaft, Jamal Musiala, also Jamal ist nicht unbedingt ein... Soweit ich weiß, ein deutscher Name. Also so. Das heißt sozusagen, über solche Aspekte merken wir, ja, in der ersten Generation ist es nicht sofort, wenn man nur wirtschaftlich denkt, sofort ein Gewinn. Aber denk einfach nur etwas langfristiger. Und dann, und wenn wir ganz, ganz weit zurückgehen, haben wir alle einen Migrationshintergrund. Also. Was kannst du mir persönlich raten, wenn ich jetzt mit meinem Problem zu dir komme, dass ich mich in meinem Alter jetzt von zarten 30, plötzlich viel weniger dazugehörig fühle und einen größeren Identitätskonflikt verspüre als jetzt noch mit 25. Weil also das habe ich, das verspüre ich. Ich habe echt jetzt, also mit dem steigenden Alter vergleiche ich mich etwas mehr mit meinem Vater, mit seiner Biografie und suche jetzt natürlich, weil sehe ich mich jetzt als Türke oder sehe ich mich als Deutscher? Sehe ich mich als Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund? Da habe ich mache mir mehr Gedanken dazu und sehe da einen immer größer werdenden Konflikt. Und ich bin damit sicherlich nicht alleine, das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du dann
Also Tipp, ja, ein Konzept, das ist so ein Ärzte wollen ja gerne ein Rezept haben. Nein, ein Rezept habe ich nicht. Ich glaube, ich würde sozusagen eher sagen, an der Deutung. Es ist, du wirst halt viel reflexiver. Also vieles, was man sozusagen einfach hingenommen hatte, das ist so, das wird hinterfragt. Das ist nicht so. Und das ist natürlich, ich sag mal, durchaus auch etwas, es gibt ja diesen schönen Spruch, in der Klemme sitzt man fest, aber unbequem. Man reflektiert viel mehr über die eigenen Voraussetzungen. Und das ist etwas, was eigentlich kognitiv ein Gewinn ist. Ja? Viel mehr auch changieren zu können. Bikulturelle Identitäten zu haben, ist ja auch etwas, also auch für die kognitive Ausstattung, je nach Situation sich in unterschiedlichen Kontexten mal so verhalten zu können. Möglicherweise die türkische Kultur noch besser kennen zu lernen. Jetzt ist es ein Gewinn, wo du sagst, ach, das hatten wir jetzt so gemacht, aber das hat wohl jetzt durchaus auch einen Sinn, warum das so ist. Ich habe das selber am eigenen Leib gespürt, ungefähr in deinem Alter oder ein bisschen jünger. Ich habe während meines Studiums auch sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet und einen jungen Mann betreut, der psychisch krank war und auch Polizeikontakte hatte. Also Bewährungshilfe. Und die Bewährungshelfer, so nett und lieb sie waren, aber haben manchmal irgendwie Dinge nicht verstanden. Ja? Beispielsweise hatten sie irgendwie Freitag um 1 irgendwie Sprechstunde, und haben gesagt, ja, die kommen irgendwie nicht. Ich sage, Mensch, das ist doch, bei vielen waren es irgendwie, sag mal, leicht muslimisch. Also so nicht. Ich sage, ja, da sind die Männer doch, die Väter beim Freitagsgebet. Ach so, das ist meistens. Ja, die machen uns die Tür nicht auf, wenn wir da hingehen. Ja, wenn ein männlicher, also sozusagen quasi Kollege, ja, wenn die Mutter allein da ist, dass sie bei Männern, die sie nicht kennt, die Tür nicht aufmachen. Und so. Die Bewährungshelferin hat einmal sehr schön, vielleicht habe ich dieses Beispiel erzählt, sehr schön irgendwie gesagt, ja, am nächsten Tag war eine Verhandlung und der Junge war ein bisschen irritiert und sie sagt, also ich glaube, Gökhan, ich drücke dir die Daumen. Das wird schon gut morgen. Und der Junge guckt mich an und sagt, ja, abi bu karı benden ne istiyor ya? Annem yaşında bu benim diyor. Und dann habe ich sie aufgeklärt, was das im Türkischen bedeutet. So. Und das fand sie sehr interessant, also ungewollt sozusagen so ein Missverständnis. Ich sage, können Sie uns nicht darüber können wir nicht so etwas mal institutionalisieren? Und ich habe 10 Veranstaltungen für die Bewährungshilfe gemacht. So über Islam, über Integration, über Familie, über Erziehung. Aber das habe ich in so einem Alter, also in so einer Phase gemacht, das war auch eine deiner Fragen, wie ich zur Integrationsforschung gekommen bin, wo ich völlig andere Interessen im Studium hatte, bei der Promotion. Ich habe über amerikanischen Pragmatismus promoviert. Mein Doktorvater wollte damals sagen, ja, wollen Sie nicht etwas ich habe ja Philosophie noch studiert und Literatur und Psychologie. Wollen Sie nicht über die deutschen Philosophen in der Türkei? Es gab während der Nazizeit eine große Auswanderung, auch intellektuelle Elite in die Türkei, zu Atatürks-Zeiten. Und ich habe sofort abgewehrt. Ich sagte, nee, ich will nichts mit Türken zu tun haben. Kategorisch. Ich dachte irgendwie, man will es mir irgendwie leicht machen. So, ja, du bist ja Türke und willst nicht was. Nee, ich habe über den amerikanischen Pragmatismus, über Jean Piaget, hat irgendwie nichts mit Türken. Aber das Thema hat mich eingeholt. Heute bin ich Türkenforscher. So. Warum? Als ich sozusagen dann angefangen habe über der Berührungshilfe, habe ich gesagt, ja, stimmt nämlich. Ich meine, warum ist denn die türkische Erziehung so? Und dann selber mich sozusagen quasi in die Kultur hineingearbeitet und merke, das, was vorher sozusagen jetzt Leute einfach abwertend behandeln. Ja, wir machen, also was weiß ich, Zeitgefühl oder Moral oder jetzt, was ich vorhin über Erziehung gesagt habe, Ungleichbehandlung von Sohn versus Tochter. Ja, man kann sich natürlich moralisch darüber echauffieren, aber man kann auch sagen, möglicherweise gab es und gibt es durchaus auch sinnvolle Aspekte, warum die Gesellschaft sich so organisiert hat. Wenn man dann sich Gedanken darüber macht, was es bedeutet in agrarischen Kontexten,
wo Staatlichkeit nicht so stark ist. Ja, wo Familienstärke letztlich auch über die Zahl der Söhne und der, ich sag mal, Kampfkraft auch abhängt. Dass Eltern um einen Sohn anders besorgt sind als um eine Tochter. Warum sozusagen so etwas wie Sexualität, Ehre, Namus eine Rolle spielt. Wir mögen das ja heute vielleicht als archaisch und zurückgeblieben bewerten. Aber in Gesellschaften, wo Sexualität, also Jungfräulichkeit, eine Rolle spielt, ist es ein hohes Kapital. Das heißt, die Menschen wollen dieses Kapital auch schützen. Schützen im Sinne von, und ich versuche mal jetzt, dass sie für ihre Tochter eine angemessene, auf Augenhöhe Heirat sie wissen sozusagen, eher arrangieren können, wenn sie als Jungfrau in die Ehe geht, als wenn sie nicht als Jungfrau. Deshalb sozusagen die Sexualität gerade in der Jugend sehr stark kontrolliert wird. Aus deutscher oder emanzipatorischer Sicht würde man sagen, ja, die sind so rückständig und sind zurückgeblieben. Aber das ist durchaus sehr klug dort. Ja, sonst würde das Mädchen die Chance auf eine angemessene Heirat verlieren. Das sind dann eben diese kulturellen Rahmenbedingungen. Genau, ne, an denen genau. Und wenn man die aber versteht, dann sagt man, es sind jetzt nicht Rabeneltern, die irgendwie jetzt versuchen, hier die Tochter irgendwie jetzt einzuzwängen und zu kontrollieren, sondern in deren Logik, in deren sozusagen quasi Lebenswelt im dörflichen Kontext, hat alles durchaus auch Sinn gehabt. Ja. Und war durchaus auch angemessen, so zu reagieren. Ja. Also das war sozusagen so der Grund, wo man reflexiv über die eigene kulturelle Gewordenheit sich Gedanken macht. Und dann versteht man vielleicht auch im Deutschen einiges auch besser. Und du bist jetzt vielleicht in der Phase, wo du sagst, ja okay, ich sehe nicht aus wie der Klaus und wie der Heinz und auch im Namen heiße ich auch nicht Lukas. Und dann macht man sich Gedanken, auch wenn man hier geboren ist. Und vielleicht wirst du auch natürlich auch als anderer wahrgenommen. Ja, vielleicht gibt man dir eher türkische Patienten. Und sagt, du kennst die doch. Ja. Oder du sagst, ich bin doch hier geboren. Eigentlich ist der für mich genauso nah oder genauso weit wie für dich. Und über diese zugeschriebene Andersheit, da macht man sich manchmal Gedanken. Und ich würde es als Reichtum betrachten, zu sagen, okay, ich habe die Chance, noch in eine andere Kultur mich tiefer einzulassen, aus auch einer lebensweltlichen Nähe, als der, ich sag mal, Lukas oder Tim oder Simone, die das nur intellektuell, aber nicht gelebte Nähe hat. Du bist ja Professor an der Uni. Wenn ich dich jetzt mit Hacı Hoca oder Hocam, Halil Hoca, sowas ansprechen würde, würden meine Mitschüler wahrscheinlich etwas stutzig werden und sagen, Deutsche, genau, wenn es Deutsche sind. Was hat das mit, genau. Wenn es Deutsche sind, werden stutzig. Türken nicht. Genau. Der wird es verstehen. Der wird es verstehen, absolut. Wie würdest du damit umgehen, wenn ich das machen würde? Ich sage, Halil Hoca, ich habe eine Frage. Ja. Und du siehst, wie meine Kommilitonen mich einmal so kurz angucken. Wie würdest du damit umgehen? Ich habe ja wenig. Ich habe am Anfang noch einige deutsche Studierende gehabt. Dadurch, dass ich in der Türkistik unterrichte, sind es der größte Teil. Ab und zu sind auch andere, aber der größte Teil sind türkische Studierende. Und das ist ganz normal. Und ich finde, ich habe das, ich glaube, vor 2 Jahren mal erlebt, wo ich gedacht habe, würde auch ein deutscher Student das machen. Das war im Winter. War sehr kalt und ich bin aus der Vorlesung raus und war im Auto und das Auto ist nicht angesprungen. War irgendwas, ich habe irgendwie den Deckel hochgemacht. Und dann sehe ich 2 meiner Studierenden, Jungs. Hocam, yardım edebilir miyiz? So, die kamen zu mir und sagen, können wir dir helfen, Hocam? Ja. Und dann habe ich gedacht, wow, super, also ich könnte die umarmen. Ich brauchte keine Hilfe, das hat geklappt. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, würden es auch deutsche Studierende? Ich will jetzt keinen Deutschen abwerten, aber ich glaube eher nicht, weil da das Distanzverhältnis ein anderes ist. Man ist sozusagen höflich in einem bestimmten Setting im Rahmen der Uni, aber wenn man draußen ist, ist man einander fremd. Das hat dann wieder mit der Kultur zu tun. Genau, das ist sozusagen so eine Nähe. Und ich habe das anders sozusagen auch mal, nicht am eigenen Leib, aber anders erlebt, als ich war mal 2-mal nach Südkorea eingeladen, einmal über die Uni und einmal über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und als ich über die Uni eingeladen war, die Uni aus Seoul hatte mich eingeladen und da sind wir mit dem Prof, der mich eingeladen hat, sind wir abends noch essen gegangen und auf der anderen Seite der Straße war ein junger Mann, der die Straßenseite gewechselt hat zu dem Prof, hat sich verneigt, hat ihn gegrüßt und ist wieder
So. Das heißt, er hat seinen Prof gesehen, seinen Hodja, hat ihn gegrüßt und er musste mir nichts erklären. Ich habe das sofort verstanden. Und ich gesagt habe, ja klar, das ist also diese Art der Respektbezeugung, kenne ich. Ein Deutscher, ein nur in Deutschland sozialisierter Prof, würde sagen, ja, komisch, also da kommt der, also, der hätte doch weiterlaufen können. Der hat seinen Hodja sozusagen, seinen akademischen Lehrer gesehen, ist gekommen, hat ihn gegrüßt und ist wieder gegangen. Also, das heißt sozusagen, diese Art ist ja des Respekts vor Älteren oder vor sozusagen Respektpersonen oder vor Lehrern, vor Gebildeten, der ist etwas, was natürlich in vielen, auch in anderen ostasiatischen Gesellschaften und so weiter auch ist. Hier haben wir eher so symmetrische Verhältnisse, gerade im Erwachsenenbereich, wo das weder gefordert wird und wenn es eingelöst wird, manchmal sogar negativ, so als unterwürfiges Verhalten betrachtet wird. Ne? Das ist also submissiv. Aber dabei könnte man sagen, der zeigt seinem Lehrer Respekt. Das ist, also da merken wir sozusagen eine sehr, sehr unterschiedliche Bewertung. Also durch die Kultur versteht man Handlungen auch mehr, also auch andere ganz Kulturen, weil man weiß, ich kenne das. Das ist sozusagen, ich kann und im selben Jahr sozusagen bei derselben Veranstaltung weiß ich, der Assistent von dem Prof wollte uns die Stadt zeigen, Seoul. Das ist eine Millionenstadt, 10 Millionen Stadt, ist sehr groß. Und ich glaube, in so einem Fernsehturm oder so. Und wir haben auf den Bus gewartet. Der Bus war voll, richtig voll. Ihr müsst euch vorstellen, wie der Istanbuler Verkehr. Dann haben wir auf den zweiten Bus gewartet. Der war auch voll. Auf den dritten, der war auch voll. Wir haben gesagt, gut, die scheinen jetzt um die Zeit. Wir sind rein und es war wirklich sehr eng. War irgendwie eine Gruppe von 5, 6 Leuten. Und neben mir war so eine sehr aufgebrezelte junge Frau, so irgendwie Mitte 20, Ende 20 vielleicht, die gemerkt hat, dass sie aussteigen muss und also sie saß und hat dann so rechts, links gedrückt, die Leute, und hat gesagt, ja, so, excuse me, where should I go? Wo soll ich hingehen? Ne? So, es ist halt sehr voll, die mich sozusagen versucht hat, zur Seite zu drücken, damit sie noch schnell rausgehen kann. Und dann sagte sie zu mir, you're so fat. So, hat mir natürlich das Abendessen vermaleidet. Aber das Interessante war, die ist ausgestiegen. Dieser Assistent von dem Prof, als wir ausgestiegen sind, der hat sich bei mir entschuldigt. Excuse me, Professor Osterjan, excuse me. She is not a Korean. She's a Chinese woman. Und dann habe ich gesagt, ja, woher kennen Sie das? Also so, wir haben vielleicht... Und sagt, ja, sie hat so ein rundliches Gesicht gehabt. Die Chinesen haben eher ein runderes Gesicht. Die Japaner noch kantiger, aber wir Koreaner sind so ein bisschen in der Mitte und so. Aber der Grund, warum er sich entschuldigt hat, ich meine, er wusste, okay, ich bin Professor und so weiter, das kennt ja die Frau ja nicht, dass man sozusagen einen Professor nicht beleidigt. Und das ist eine Beleidigung, weil er sagt, okay, so fett und so. Ich habe auch ein bisschen Übergewicht, aber jetzt nicht so, dass man mich darauf ansprechen müsste. Aber er hat sich für sie geschämt und hat sich sozusagen quasi entschuldigt, dass man eine Respektperson sprachlich so behandelt. Ich glaube, dass in Deutschland nicht dieses Gefühl bei einem Deutschen sozusagen nicht dieses Gefühl käme, zu sagen, oh ja, ich muss mich jetzt bei dem Professor quasi entschuldigen, wofür ich eigentlich nicht verantwortlich bin. Ja, sozusagen fremdgeschämt. Er hat sich für sie fremdgeschämt und sich bei mir entschuldigt. Und es zeigt, dass da so eine Art von Umgang der Generationen miteinander doch ein anderer ist. Ja, dass da sozusagen so eher hierarchische Verhältnisse, eher sozusagen asymmetrische Verhältnisse, komplementäre Verhältnisse und nicht irgendwie alles auf Augenhöhe ist. Und uns fällt es auf, weil wir es anders kennen. Jemand, der hier aufgewachsen ist und das Gleiche erleben würde, dem würde es nicht auffallen und der würde es nicht negativ aufnehmen. Genau, aber ich konnte es einordnen, warum er dieses Bedürfnis hatte. Ne, dass er gesagt, ja klar, ein Professor, also ein Lehrer beleidigt man nicht, Punkt. Ja. Auch wenn ich meine, in dem Fall gab es jetzt nichts, was Recht oder Unrecht ist, aber auch in einer anderen Konstellation würde man das nicht direkt sagen. Also eine Art unterschiedliche Kommunikation halten. Spannend, dass man sich über so viele 1000 Kilometer
doch mitunter aufgrund der ähnlichen kulturellen Verständnisse Ja, ich meine, versteht. Südostasien ist auch sehr stark kollektivistisch. Das heißt sozusagen, also die Stellung des Einzelnen, dass man auch viel mehr so im Gruppenverband denkt und nicht nur quasi individuelle Veränderungen, individuelle Leistungen, sondern auch die Familie dahinter sieht. Auch das Gemeinwohlorientierte viel stärker. Das ist etwas, was vielleicht Menschen aus dem Orient auch mit Ostasien viel stärker verbindet. Darf ich dir eine letzte Frage stellen? Wenn ich jetzt neu nach Deutschland einwandern würde, und sagen wir, du bist die erste Person, die ich in diesem Land kennenlerne, mit der ich den Kontakt aufbaue, und du müsstest mir einen Rat geben, eine Idee, mit der ich das Leben hier viel besser verstehe, mit der ich mehr teilhaben kann. Ist es überhaupt möglich, das auf einen Begriff oder eine Idee runterzubrechen? Oder gibt es so was würdest du mir mitteilen? Ja, ich meine, es ist natürlich sehr schwer, aber was ich sozusagen mitteilen würde, sei neugierig und frage. Also so sprechen, keine Angst vor Fehlern. Keine Angst vor Fehlern. Das ist natürlich etwas, was man ab der Pubertät und im Jugend- und im Erwachsenenalter viel stärker hat. Kinder haben das nicht. Das ist etwas, was auch wenn man guckt, Kinder, die auch nicht dieselbe Sprache sprechen, aber allein über Spielverhalten, über sozusagen gemeinsam koordiniertes Handeln, sehr schnell miteinander in Kontakt kommen, lernen ja die Sprache ja viel, viel schneller. Ja, man weiß es auch aus der Zweisprachigkeitsforschung, dass sozusagen, wenn der Input vor der Pubertät, heute sagt man sogar vor dem 6., 7. Lebensjahr einsetzt, die Sprache viel besser und schneller gelernt wird, als wenn er danach, als ab der Pubertät und später, weil dann Menschen auch Angst haben, ich sage was Falsches, ich sage es nicht richtig, ich könnte belächelt werden und so weiter und sich eher zurückziehen. Aber so frisch und frei, sozusagen neugierig sein, sprechen, auch wenn man etwas noch nicht so gut kann, in der Sprache baden. Deshalb Immersionsmethode. Also sozusagen quasi, wenn du eine gute Sprache lernen willst, geh in dieses Land, wo diese Sprache gesprochen wird. Das wäre so der psychologische Rat. Neugier zu behalten, offen sein, ein Stück weit auch Vertrauens- und Sympathievorschuss. Ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn du selber sozusagen mit Sympathie, Empathie und Vertrauensvorschuss reingehst, klar kann man auch ausgenutzt werden. Dieses Risiko gibt es auch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, als wenn du selbst sozusagen so einen Vertrauensvorschuss gibst. Und nicht, und damit will ich schließen, nicht das, was man so aus der Spieltheorie kennt, Tit for Tat, also wie du mir, so ich dir. Mit dieser Strategie kommt man nicht so weit, sondern eine erweiterte Tit for Tat. Ich mache was Gutes und warte ab, ob was Gutes zurückkommt. Wenn nicht, mache ich nochmal was Gutes. Warte ab. Wenn es immer noch nicht, dann breche ich ab. Aber nicht sozusagen, ich gehe einmal in Vorleistung und warte dann, weil dann brechen Interaktionsketten sehr schnell ab. Das heißt sozusagen, ich muss in Kauf nehmen, dass ich möglicherweise einmal betrogen werde. Also Tit for Tat, nicht Tit for Tat, wie du mir, so ich dir, sondern ich mache was Gutes. Schreib dir, es kommt nichts. Schreib dir vielleicht ein nochmal. Ja, irgendwann nicht mehr. Also wenn sozusagen quasi die Kette immer einseitig wird, aber nicht immer sofort auf Asymmetrie. Es gibt 1000 Gründe, warum der andere die Botschaft nicht verstanden hat, nicht angekommen ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, da sollte man vielleicht als Strategie sagen, okay, ich nehme in Kauf, dass ich beim ersten Mal vielleicht daneben liege, aber beim zweiten Mal. Khalid Abi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Wir haben wahnsinnig. Sehr viele Themen, auch wenn wir nicht unbedingt das, was wir aber Dankeschön. Nee, war schön.